Hallo und herzlich willkommen zur gesamten Terraria Solo Summoner Master Challenge. Das hier war eine Let's Play-Reihe, die über mehrere Jahre auf meinem Kanal lief und hier sind einmal alle Folgen als ein großes Video. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieser Videoreihe. Ich bin sehr aufgeregt, weil das hier ist Terraria Solo Master Summoner Challenge. Außerdem ist das ein Live-Let's Play, mein erstes Live-Let's Play, ja. Was bedeutet das alles? Also, ich spiele Terraria auf dem neuen Master-Mode durch. Außerdem ist das die Summoner Challenge, das bedeutet, ich darf nur Waffen benutzen, die Summoner Damage machen, sonst nichts, um Progress zu machen. Das ist der große Unterschied, um Progress zu machen. Das bedeutet, wenn ich irgendeine coole Waffe finde, die ich noch nie gesehen habe, dann kann ich die ausprobieren gegen irgendeinen Boss, den ich schon mal besiegt habe oder sowas. Aber um Progress zu machen und den größten Teil des Spiels, darf ich nur Summoner-Waffen benutzen. Und das seht ihr auch gleich am Anfang, wie extrem ernst ich das nehme. Ja, außerdem spielen wir im Master-Mode, also im schwersten Schwierigkeitsgrad und Solo, also ohne Hilfe. Ja, das ist außerdem ein Live-Let's Play. Das bedeutet, ich livestreame jeden dieser Momente und in der Videobeschreibung wird auch die Playlist sein zu allen vergangenen Livestreams. Dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, das gesamte Playthrough als Livestreams ansehen. Dann guckt einfach auf mein Twitch oder abonniert diesen YouTube-Kanal, weil sowohl auf Twitch als auch auf YouTube werde ich das livestreamen und dann werdet ihr mitverfolgen können, live, was passiert. Diese Videos werden sehr, sehr stark zusammengeschnitten sein. Ich werde nur die spannenden und witzigen Parts reinschneiden und den Rest rausschneiden. Wie gesagt, wenn ihr euch irgendwas fragt, was in der Zwischenzeit passiert ist, zum Beispiel, wie kam es so schnell dazu, dass ich irgendwas Großes gebaut habe oder wie bin ich zu manchen Items gekommen, dann schaut euch die Streams an, weil wenn es nicht spannend war oder nicht witzig war, dann werde ich es nicht reinschneiden. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit der neuen Videoreihe. Ich bin sehr excited. Ich hoffe, dass ich ab jetzt immer Live-Let's Plays machen kann. Das macht mir so viel mehr Spaß, aber mal gucken, mal schauen. Ich muss mich daran eingewöhnen und so ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall dann viel Spaß mit dem Video. Mittel auf Master Mode. Ich hätte gerne Rot und let's go. Da sind wir. So, und wir werden direkt die Challenge starten. Die Challenge ist nämlich, wir wollen Summoner Only sein. Das bedeutet, weg mit dem Schwert. Ich versuche mal, keine Gegner zu töten ohne Summoner-Waffen. Die früheste Summoner-Waffe, die man bekommen kann, ist, der Finchstaff. Hier ist schon Corruption. Was? Was? So früh? Was? Was? Hä? Was? Ich bin so baff. Die Seeds können einen umbringen. Das wusste ich nicht. Wenn das die ganze Zeit so weitergeht, dann werde ich eine Waffe benutzen, ja. Aber ich meine, jetzt am Anfang würde ich gerne wirklich versuchen, keine Waffe zu benutzen. Außer Summoner-Waffen. Fuck. Schnell. Ich bin... Ja. Hier bekommt ihr mich nie. Oh nein. Wieso warten sie da? Ich habe keine Blöcke. Ja. Ich lebe. Lebendiger Baum. Lebendiger Baum. Wir haben's. Wir haben gleich eine Waffe. Nein, das ist kein lebendiger Baum. Ich merke es jetzt gerade. Das ist gar kein lebendiger Baum. Ah. Doch, es ist ein lebendiger Baum. Okay, ich habe gelogen. Ja. Oh nein, Gnome. Nein, ich kann den nicht angreifen. Ich lebe noch. Jetzt muss ich mich sofort bewegen. Nein. Okay, das ist gut. Aber es ist nicht, was ich wollte. Hier schon zu Ende, oder was? Ah, dieser Baum war eine Niete. Wir haben nichts bekommen, was wir uns erhofft haben. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja! Ja, wie lucky. Oh mein Gott, wie lucky. Da ist er. Unsere Waffe. Das wird sehr lange Zeit wahrscheinlich unsere einzige Waffe sein. Ja. Naja, ich bemühe mich, die nächste Waffe zu bekommen. Mein Ziel ist es heute, also mein Ziel für diesen Stream heute ist, die nächste Waffe zu bekommen. Das wäre die Dschungelpeitsche. Dafür musste ich aber in den Dschungel und dort ein paar Gegner töten. Deswegen brauchte ich unbedingt das. Ich kann ja nicht anders Gegner töten. Genau, ich will alle Achievements noch hunten. Das ist auch noch ein Ziel von mir. Mir fehlen noch ein paar Achievements. Wenn man mal hier guckt. Hier, mir fehlen noch 15 Achievements. Und ein paar davon sind bestimmt ein paar Boss- und Events, die ich noch nicht gemacht habe. Aber eins davon ist auf jeden Fall noch die Angler-Quest. Oh nein. Aus allen Wegen, also von jeder Art zu sterben, war das die ich am wenigsten erwartet habe. Suchen wir mal den Dschungel. Nein, ich war so weit. Ich war im Dschungel. Das ist der Dschungel. Ich war direkt vom Dschungel. Oh nein, das ist auch ein Dschungelschleim gewesen. Bitte. Nein. Mach zu. Ich lebe. Haha. Dann gehen wir jetzt runter. Um Gottes Willen.
Ja, aus diesem Part wird kein Video. Doch. Den habe ich übersehen. Ich bekomme diese Waffe noch, bevor der Stream endet. Das muss ich machen. Das kann ich nicht anders machen. Ich kann sonst den Stream nicht beenden, sonst weine ich mich in den Schlaf. Fuck. 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 Ich habe eine Nachricht bekommen und deswegen ist bei mir alles angegangen. Es haben sich 80 Fenster geöffnet. Fuck. Eine Spur. Ich sehe da noch eine Spur. Ich sehe da noch eine Spur. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Keine Panik. Ich hab's. Ich hab's. Snapthorn. Ja, ich habe eine Waffe. Ich besitze eine Waffe. Ich glaube es kaum. Guckt euch das an. Ich habe eine Waffe. Alter, ich beliebe es nicht. Ah, ich bin glücklich. Zweiter Tag. Was will ich heute erreichen? Was will ich heute machen? Was will ich heute schaffen? Ich glaube, ich gehe links lang heute und gehe zum Meer. Ich hole mir den Angler und meinen. Meinen wollte ich heute auch. Nein. Oh nein. Ich habe kein Knockback. Ich habe kein Knockback mit der Peitsche. Vielleicht ist nachts da rausgehend auch nicht so eine gute Idee. Also Peitschen haben anscheinend gar kein Knockback. Extrem schwacher Rückstoß. Ah, das ist der Nachteil von der Waffe. Eigentlich hat in Terraria ja jede Waffe immer einen fetten Nachteil. Und keinen Rückstoß haben ist schon richtig kacke eigentlich. Nein. Fuck. Ah, nein. Ich bin tot. 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 Ach. Hallo. So. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ach, Junge. Dritter Tag. Auf geht's, wir zerstören eines der Crimson Hearts. Also Twitch... Oh nein. Oh mein Gott, das war knapp. Holy shit, das war knapp. Erik mit C. Du wirst gebannt, du wirst gebannt. Erik mit C, das ist unfassbar. Das Auge ist auch schwer, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Also ich erwarte nicht, dass ich das gewinne. Aber egal. Hallo. Oh nein. Ich warte auch nicht nur, dass ich sterbe, sondern dass alle meine Dorfbewohner sterben. Siehst du, und jetzt renne ich schon wieder auf den Boden. Ich hab doch gesagt, die Arena ist kacke. Ach ja, ich habe ja einen Haken. Gleich fängt er an mit den schnellen Bewegungen. Noch halte ich mich ganz gut. Kaum getroffen. Ich mache aber nicht viel Schaden. Ich mag den nicht. Ich werde sowas von sterben, das werde ich nicht überleben. Wie soll ich das überleben? Wie soll ich mich... Ah, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich werde tot sein. Das werde ich nicht überleben können. Wie soll ich das überleben? Ja. Ich sage doch. Ja. Das Hufeisen, das wollte ich actually. Ah, ich habe das Hufeisen. Was? Was? Seht ihr das? Hä? Wieso ist der Fremdenführer hier? Wieso ist der Fremdenführer hier? Hä? Ja, der ist jetzt ertrunken. Hä? Warum ist der Fremdenführer hier gewesen? Er chillt da einfach. Er macht einfach Urlaub. Warte, ich glaube, diese Statue teleportiert. Ja, doch, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, wieso er da ist. Ich weiß, wieso er da ist. Das ist die Königsstatue. Die habe ich gelesen. Jedes Mal, wenn man die aktiviert, teleportiert die einen random männlichen Dorfbewohner von dir zu dir. Zur Statue hin. Ja, haha, ein Ballon. Das wollte ich. Das wollte ich. Und hier noch irgendwas. Spiegel!
der Spiegel. Der Spiegel. Wir haben den Spiegel. Schleim fällt vom Himmel. Okay, ich glaube, dann machen wir den Slime King, oder? Wenn schon, denn schon, oder? Wenn der Slime King schon kommen will. Da ist er ja. So. Ich glaube, ich denke einfach alle Buff Potions. Aua. Oh, der hat mich voll überrascht. What the fuck? Ich habe keine Arena. Wow. Wieso hat er so viel Leben? Aua. Ich kann doch nicht gegen den Slime King sterben. Das wäre das erste Mal in meinem ganzen Leben, glaube ich. Dieser scheiß Pinky. Junge, dieser scheiß Pinky. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, ich bin wirklich gegen den Slime King gestorben. Also ich bin gar nicht so sad darüber, dass ich an den Slime King gestorben bin. Es ist halt schon sad, weil mir das noch nie passiert ist. Aber ich bin immerhin im Master Mode und ich habe mich null vorbereitet. Ich habe gar nichts eigentlich. Ich habe nicht mal eine Arena, ich habe nichts. So. Deswegen bin ich eigentlich nicht wirklich sad. Wäre natürlich trotzdem cooler, wenn ich nicht gestorben wäre, aber ich finde es nicht so sad. Es gibt Schlimmeres. Was? Goblin-Armee? Also dafür habe ich ja heute hingearbeitet, ne? Das ist ja mein Ziel gewesen. Eines meiner Ziele heute. Aber keine Ahnung, ich habe das nicht erwartet irgendwie. Ja, ich bin tot. Oh Gott. Oh nein, natürlich spawnt er vor meinem Gesicht. Hilfe, 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 das ist nicht gut. Hilfe. Ich bin tot. Ich werde tot sein. Vor allem, ich spawn jetzt in denen. Das hasse ich immer am meisten an diesen Inversionen. Ich spawn jetzt in denen. Da, was soll ich da machen? Ich bin halt in denen gespawnt. Was soll ich da machen? Ah, ich bin rausgekommen. Nein. Nein, der Haken war zu kurz. Was soll ich dagegen machen? Ich hasse es, wenn die in einem spawnen. Ah, easy. Wir gehen zurück in den Dschungel. Und schon wieder Blutmond. Ich hatte noch keinen Blutmond, Mann. So, aber zum Dschungel gehen wir nächste Folge. Ich habe 2 Fragen, wo ihr in den Kommentaren mal ein bisschen raten könnt. Erstens, was meint ihr, wie lange habe ich gestreamt, um dieses Video machen zu können? Also, wie viele Stunden oder Minuten Aufnahmematerial habe ich benutzt, um dieses 10-Minuten-Video zu machen? So, schreibt jetzt in die Kommentare euren Guess. Die Antwort ist etwas über 7 Stunden. Finde ich krass. Etwas über 7 Stunden für dieses 10-Minuten-Video. Die zweite Frage ist, was meint ihr, wie oft ich gestorben bin in diesem Video? Ich habe versucht, jeden Tod reinzuschneiden, der mir passiert ist in diesen 7 Stunden. Aber es kann halt sein, dass ich 1, 2 übersehen habe. So, wieder in die Kommentare schreiben. Und die richtige Antwort ist 20 Mal. Glatte 20 Mal bin ich gestorben in diesem Video. Ich bin echt oft gestorben. Also der Master Mode ist echt nicht einfach, vor allem als Summoner. Da ist mein Loch. Und runter geht's. Was ist das? Nee, das ist nur Stein, oder? Nein, das ist Bienenwabe. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Ich kann die Queen Bee machen, wenn ich will. Es ist halt immer noch sehr schwer, die Queen Bee. Deswegen, ich werde mir eine vernünftige Arena bauen müssen dafür. Was? Nein, das ist der Goblin Tinkerer. Bist du schon Abonnent auf seinem YouTube? Wenn nicht, unbedingt nachholen. Banger Content. Und das einmal im Jahr, also lohnt sich. Hey. Hey. Morgen um 16:30 Uhr kommt ein Video. Letzte Woche Samstag um 16:30 Uhr kam ein Video. Was willst du von mir? Was willst du von mir, Shaxo? Ich werde die Queen Bee vernichten. Ich werde es schaffen. Ich glaube an mich. Und wenn ich an mich glaube, dann kann ich alles schaffen. Denn nur weil man an sich glaubt, schafft man es. Ich glaube, wir versuchen einfach die Queen Bee. Warum nicht? So, das war's. Das sieht schon gar nicht gut aus. Ich kann sie durch die Wand treffen. Okay, ich kann sie durch die Wand treffen. Das bedeutet, ich mache die Arena kleiner. Das ist nicht hoch genug. Das ist nicht hoch genug. Ja, das ist nicht hoch genug. Oh nein. So, für die nächsten paar Sekunden ist die Qualität erheblich schlechter, weil ich das aus meinem Livestream nehmen musste, weil ich das aus Versehen nicht aufgenommen habe. Okay, noch ein Versuch. Ein Versuch noch, komm. Warum nicht? Aua, aua, aua. Wieso bin ich so lahm? Ich brauche einen Doppelsprung. Ohne Doppelsprung kann ich den nicht töten. Und selbst mit Doppelsprung wird das viel zu schwer. Aber was kann ich machen? Ich kann nichts mehr machen. Alter, das ist so schwer. Wie willst du eigentlich die Wand killen? Ja, die Sache ist die Queen Bee gibt mir viel bessere Ausrüstung. Viel bessere Ausrüstung. Wenn ich die Queen Bee 3-mal getötet habe, ist es unglaublich viel einfacher, zum Beispiel die Queen Bee zu töten. Aber das muss ich ja erstmal schaffen. Die Wand töten ist wahrscheinlich sehr viel einfacher als die Queen Bee töten. Weil ich die Wand, da werde ich bessere Ausrüstung haben zum Beispiel.
Nein, als ob das Eye of Cthulhu jetzt kommt. Wie dumm. Vor allem ist diese Arena voll scheiße für das Eye of Cthulhu. Man braucht eine sehr lange Arena. Und ich habe die schmalste Arena überhaupt. Boah, ich bin in der zweiten Phase. Alter, ich bin so lahm. Ich bin so langsam. Wo ist die? Wo ist die? Wieso ist die rechts unten? Fuck. Was habe ich getan? Wieso kann ich mich nicht heilen? Wieso war die da unten? Vergrößert die Sprunghöhe und ermöglicht Doppelsprung. Geht das denn mit dem Hufeisen zusammen? Ja. Ah, das macht mich jetzt happy. Das macht mich happy. Und ab jetzt ist die Qualität wieder besser. Außerdem versuchen wir jetzt direkt das Eye of Cthulhu nochmal, weil ich jetzt einen Doppelsprung habe. Ja, ich fühle mich so viel mobiler. Das macht so viel aus. Nach links und rechts ist halt immer noch scheiße. Ich werde gleich sterben in der zweiten Hälfte. Ja, die zweite Hälfte fängt an. Das ist nicht gut. Ja. Ich wusste nicht, dass es schon so früh kommt. Ich habe mich so erschrocken gerade. Aua. Fuck. Ich bin so langsam, mich mit der scheiß Bitch heilen. Komm. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, ich zittere. Oh mein Gott. Das ist der erste Boss, den wir besiegt haben. Ja, das Schießen ist viel zu stark. Okay, mal gucken. Okay, die Arena ist zu hoch und ich habe keinen Skill. Am nächsten Tag. Heute wird geangelt. Ich will heute bauen und angeln. Die Rüstung davon will ich mir wahrscheinlich machen. Das habe ich nicht gesehen. Egal. Ich glaube, der nächste Boss, den wir machen, ist halt entweder einer, der random spawnt oder das Brain sogar. Entweder mache ich das Brain oder ich bereitete mich richtig gut vor und mache doch die Queen Bee. Ich weiß aber nicht, vom Brain bekomme ich halt noch eine Rüstung, die mich schon boosten würde. Also die mir schon alles sehr viel einfacher machen würde. So, als nächstes folgt ein Speedbild, wie ich meinen Underground-Angelplatz baue. Falls ihr euch fragt, wohin baue ich den Angelplatz? Dahin. Genau dahin.
Ich sollte ausmessen, wie viele Blöcke hier zwischen sind, damit das gerade geht. 43. Das geht durch nicht so viele Zahlen. Ehrlich gesagt, ist das eine Primzahl? Das wäre richtig ärgerlich, wenn 43 eine Primzahl ist. Was? 43 ist die größte natürliche Zahl, für die es unmöglich ist, die Zahl in Chicken Nuggets Packungen aufzuteilen. Was? Was ist das denn für ein Fun Fact? Ach man. Wie findest du die Hölle? Einfach nach unten graben. Einfach nach unten graben, dann bist du da. Ich glaube, er meinte... Ach so. Nein, ob du sie magst. Ach so. Ja. Nein. Ich weiß nicht, ob er eine Pylone verkauft. Und die Ozeanpylone müssen wir uns noch holen. Nein! Warum passiert mir das jedes Mal? Jedes Mal! Ancient Chisel increases Mining Speed bei 25%? Was? Wie geil! Wie geil! Hä? Ich wusste gar nicht, dass es existiert. So, jetzt kommt ein ganz kurzer Speedbild, wie ich mir ein kleines Gewächshaus baue. Das dauert nicht lange. Ich würde ja eine Abstimmung machen, ob ich diese Speedbuilds drin lassen soll oder nicht, aber YouTube hat leider das Abstimmungssystem entfernt und deswegen kann ich das leider nicht machen. Sad. Sad. Ja, okay, das sag ich ja. Ich habe schon genug zerstört. Alter, diese Augen. Alter, die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ah, ich habe mich noch nicht gebufft. Jetzt habe ich mich gebufft. Alter, das ist schrecklich. Okay, das war ein richtig schrecklicher Bossfight bisher. Ja, Alter, ich habe die Augen vergessen. Ich habe die vergessen. Ich dachte, das ist nur das Gehirn. Und dann los. Ich mach das falsch. Aua. Aua. Das ist gar nicht gut. Ja. So, ich muss mich heilen. Wasser ist halt sehr ungünstig. Und ich habe noch nicht meinen Haken benutzt. Es ist so stressig. Ah. Ich konnte ihn angreifen. Aua. Hör doch auf, in mir zu spawnen, bitte. Puh. 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 Ah. Aua. Ah. Also ich sehe seine Dinger echt gut eigentlich. Also ich kann echt gut unterscheiden, wer ist. Zumal ich ihn ja markiere und der vergiftet ist. Okay, die zweite Phase ist doch einfacher, als ich dachte. Die erste Phase ist halt ein bisschen schwierig, aber wenn man gut vorbereitet ist, dann ist die nicht so schwierig. Ich war halt scheiße vorbereitet beim ersten Mal. Aber eigentlich kann ich in der Mitte stehen bleiben. Aua, doch nicht. Das ist doch... Okay, jetzt kann ich die gar nicht mehr unterscheiden. Da ist halt ein Kreis in der Mitte. Oh Gott. Da ist halt ein Kreis in der... Puh. Da war halt ein Kreis in der Mitte. Das war aber schwierig zu erkennen. Oh. Hey, ich habe ein Spider-Brain bekommen. Ich habe die komplette Rüstung jetzt. Oh. Jetzt mache ich viel mehr Schaden und habe mehr Abwehr. Meine Lebensregeneration ist deutlich erhöht. Ich mache viel mehr Schaden und ich habe mehr Abwehr. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich ultra gelohnt. Ich bin jetzt so viel besser am Leben. Das ist so krass. Als ich das letzte Mal im Dschungel war, hatte ich schon eine Goldrüstung. Aber mit dieser Crimson-Rüstung habe ich so viel mehr Leben. Alter, wie schnell ich abbaue. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Ja! Stab des Nachwachsens.
Stab des Nachwachsens. Schade. Oh. Das habe ich nicht erwartet. So, das war's mit diesem Video. Viel erreicht haben wir. Holy shit. Diese Rüstung ist so geil. Also die hat mein Spielerlebnis so viel verbessert. Ich mache gar nicht so viel mehr Schaden und ich habe gar nicht so viel mehr Abwehr, aber trotzdem ist das irgendwie so viel besser. Dann die Geschwindigkeit, wie ich jetzt abbaue, ist krass. Die Accessoires, die ich bekommen habe, sind so crazy. Ich habe endlich den Stab. Dann haben wir dieses Gewächshaus gebaut. Dann haben wir diesen Angelplatz gebaut. Dann haben wir angefangen, dass die Leute happy sind und wir haben ein Pylonensystem aufgebaut, sodass wir fast überall hinkommen, nur zum Schneegebiet noch nicht. Ansonsten kommen wir überall hin, wo wir wollen. Wir kommen direkt zum Dungeon, in mindestens eine Wüste, in eine Oase, ans Meer, an den Dschungel, in den Forest. Wir kommen halt nur nicht zu Schnee. Oh, ich bin so happy. Es ist Zeit für die Fragerunde. Vergesst nicht wie immer eure Antworten in die Kommentare zu schreiben. Erste Frage. Wie viel Spielzeit steckt in diesem Video? Schreibt die Antwort jetzt in die Kommentare. Die Antwort ist ungefähr 7 Stunden 50 Minuten, also länger als letzte Folge. Zweite Frage. Wie oft bin ich in diesem Video gestorben? Also wie gesagt, ich versuche jeden Tod reinzuschneiden, der mir passiert ist. Die Antwort ist 14 Mal. Also insgesamt sind wir jetzt bei 34 Mal. Es wundert mich, dass ich seltener gestorben bin als letztes Video, obwohl das Video länger war. Also obwohl mehr Content passiert ist, obwohl mehr Spielzeit drin steckt. Und obwohl ich viele Bossfights gemacht habe. Deswegen wundert es mich sehr stark, dass ich weniger gestorben bin. Aber naja, da sind wir wieder. Heute ist der Tag, wo wir die Queen Bee machen. Heute ist es soweit. So, ich bin echt zufrieden damit, wie diese Kuppel aussieht irgendwie. Ich weiß aber gar nicht wieso, weil eigentlich ist das einfach nur eine Glaskuppel. Es ist einfach nur ein Rechteck mit einem Halbglas oben drauf. Aus Glas. Und ich bin so zufrieden damit, wie das aussieht. Das ist so komisch. Hä, das war's schon? Mann, das kostet so viel Glas. Das kostet so viel Glas, das Ding. Perfekt. Ja, wieso ist hier ein Stück Gras? Das ist weird. Einfach ein Stück Gras. Also wir bauen eine Arena unten, unterirdisch. Aus dem simplen Grund, überirdisch wird sie wütend. Das wusste ich nicht. Fuck. Na toll. Ich habe noch nicht mal alle Accessoires mit. Ich wollte noch eins, damit ich nicht vergiftet werde. Schade. Wir sind echt weit gekommen dafür, dass ich voll unvorbereitet war. Oh, ich habe so Angst. Puh. Achso, und Regenerationstränke bräuchte ich noch. Aber die bekomme ich erst, wenn ich ein Pilzbiom habe. Ja, die entscheidet nicht auf mich zu schießen, sondern mich lieber Melee zu attacken, wenn ich mich unter dieses Ding stelle. Aber das finde ich fein. Ey, ich nehme so viel weniger Schaden. Das ist so krank. Das ist so krank, wie viel weniger Schaden ich bekomme. Oh, ich habe sie aus Versehen mit dem Schild geschlagen, das tut mir leid. Ich hoffe, der Fight ist jetzt nicht invalid. Aua. Aua. Ich habe übrigens gelesen, das will ich eigentlich mal ausprobieren, aber das geht eigentlich gegen die Regeln, dass ich mit dem Schild theoretisch durch sie gehen kann, wenn ich in ihre Richtung attacke. So. Das klappt! Lol. Das Wiki lügt nicht. Das ist perfekt. Hä? Man kann mit dem Schild durch sie gehen. Das ist ja cool. Lol. Mit dem Schild hat man genug Iframes, um durch sie zu gehen. Das ist mega cool. Oh. Aber ich löse den manchmal aus Versehen aus. Guck mal, ich hab sie schon halb und so viel Schaden habe ich noch nicht genommen. Ich habe nicht mal einen Heiltrank benutzt bisher. Ja. Oh nein! Nein, die Dryade! Nein, mein Buff! Jetzt nehme ich mehr Schaden. Das ist so cool, dass das geht. Das ist so cool. So, mit den Bienen kann ich sie am einfachsten treffen. Wenn sie anfängt zu schießen, muss ich unter die Wand. Und diese Stacheln machen mir auch am meisten Schaden.
Auch wenn ich keinen Giftschaden nehme, die machen mir halt einfach so am meisten Schaden. Physischen Schaden. Aua. Das ist so cool, dass das geht, ey. Ich kann nicht aufhören, das zu machen. Das macht so einen Spaß, ihr so auszuweichen. Aua. Okay, jetzt werde ich auch getroffen. Da muss ich aufpassen. So, jetzt habe ich kurz Zeit. Nein, lass ihn in Ruhe. Nein! Er hat meinen Bay getötet. Oh. Ich habe keinen Honigbuff. Sekunde. Aua. Ey. Ja, die ist viel weniger aggressiv, das merkt man aber auch. Die ist so viel weniger aggressiv, wenn man unterirdisch ist. Ja, die Krankenschwester ist neu gekommen. Lol, das ging ja schnell. Aua. Ich hab schon wieder keinen Honig. So. Aua. Alter, ist die aggressiv. Alter, ist die aggressiv. Alter. Aua. Wieso ist die so aggressiv? Aua. Ey. Bitte lass mich. Ah, Hilfe. Das ist echt gefährlich. Ich hab sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab sie. Ah, erstes Mal von 3. So, Buff, das und dann los geht's. Nächster Try. Oh, ich dachte schon, ich sterbe jetzt noch, Alter. 1, 2, 3, 4. Ja! 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 Ja, endlich. Jetzt ist das Spiel um einiges einfacher. Ab jetzt ist das Spiel um einiges einfacher. Jetzt sollten die Bosse einfacher werden. Im Hardmode gibt es sowieso viel bessere Waffen und sowas. Ich kann den Eater of Worlds töten. Gut, das mache ich eben. Master, klein, lila. So, das sollte ein relativ einfacher Fight werden. Jetzt bin ich echt tot. Oh nein, ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Aber sollte es nicht immer das gleiche wie das, was es am Ende ist? Blutmond! Blutmond! Endlich! 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 Das ist, was ich so lange drauf gewartet habe. Ich habe so lange darauf gewartet. Mit deinen Bienen unter den Gegner stellen. Oh nein. Leon, wieso hast du das vorgeschlagen? Danke, Leon, dass du das vorgeschlagen hast. Ich kann mich nicht unter ihn stellen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder gegen den sterben werde. Der ist halt voll schwer, ihm auszuweichen. Und deswegen, ich bekomme nicht viel Schaden durch den. Und ich mache sehr, sehr viel Schaden. Aber ich werde halt so oft getroffen, dass es für mich richtig, richtig schwer ist, nicht daran zu sterben, dass ich halt so oft getroffen werde. Ja. Nein! Alter, das wäre mit einer Krankenschwester so viel einfacher. Ich habe keine Krankenschwester. Der Fight ist halt nicht schwer. Deswegen ärgert es mich bei dem eigentlich am meisten, dass ich gestorben bin. Ah fuck, er kann hier durch diese Wand. Er kann durch diese Wand. Das habe ich vergessen zu bedenken. Er kann da ja durch. Das will ich kurz berichtigen. Ich wusste, dass er durch die Wand kann. Was ich meinte war, ich habe vergessen, dass er durch diese Wand da hochklettern kann. Weil wenn er keine Wand wäre, wenn er kein Block wäre, dann könnte er da nicht hochklettern. Das war, was ich meinte. Ja, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Hallo? Wohin mit dem? War ich zu hoch? Das kann auch sein. Hä? Er hatte keinen Bock mehr. War ich zu hoch? Hä? Er hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Wünsch mir Glück. Wünsch mir einfach Glück.
Fuck. Wieso bin ich so weit rechts? Ich will nicht so weit rechts sein. Ich will hier weg. 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 Ah. Nein. Puh. Hallo, lass mich hier raus. Puh. Ich hätte echt alle Löcher noch stopfen sollen. Die Löcher sind echt ungünstig. Aber ich habe ihn gleich. Ah, danke. Danke. Der war nämlich nicht geil. Egal, ich habe den Schal und mehr will ich gar nicht. Ich wollte nur den Boss besiegen. Ich will nichts Besonderes. Oh, da war noch halt diese Erze und sowas, aber die brauche ich halt nicht. So, ich bin in der Hölle. Da sind schon Höllenfledermäuse. Die Musik ändert sich schon. Wenn ich meinen Obsidian-Trank nehme, könnte ich sogar anfangen, Höllengestein zu sammeln. Oh, ich weiß, was ich mir für ein Haus baue. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, was ich mir für ein Haus baue. Ich baue mir eine richtig geile, Dracula-mäßige Festung. Das wird cool. Das wird richtig, richtig cool. Boah, darauf freue ich mich jetzt gerade. Aus den Höllenfeuersachen kann ich mir machen. Einen Bogen brauche ich nicht, ein Schwert brauche ich nicht. Eine Spitzhacke, die will ich haben. Die ist leider langsamer. Das ist ein bisschen sad. Eine Hammaxt. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich die habe. Und den Imstaff. Ach, den kann ich mir craften. Ich dachte, den muss ich droppen lassen. Hä? Ach, den kann ich mir craften. Hä? Ich dachte, den muss ich mir droppen lassen. Ich habe jetzt den Imstaff einfach. Darauf war ich nicht vorbereitet. Lol, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet jetzt. Ja, das war's dann wieder mit dieser Folge. Es ist wieder Quizzeit und dieses Mal kommen ganz andere Ergebnisse. Holy shit. Also, Frage Nummer 1. Wie viel Stunden Videomaterial stecken in diesem Video? Die Antwort lautet 4 Stunden. Das ist wenig. Aber es ist auch richtig viel passiert. Ich meine, in diesen 4 Stunden habe ich die Queen Bee 3-mal gemacht und den Eat of Worlds. So, nächste Frage. In diesen 4 Stunden, wie oft bin ich gestorben? Die Antwort ist 3-mal. Echt nur 3-mal. Einmal gegen die Queen Bee, als ich sie aus Versehen gerufen habe, und 2-mal gegen den Eat of Worlds. Das war's. Öfter bin ich nicht gestorben in dieser Folge. Fühlt sich sehr komisch an, dass ich nicht so oft gestorben bin. Naja, ich glaube, ich mache jetzt Skeletron und das Dungeon und dann baue ich mir ein Haus. Und dann können wir in den Hard Mode. Okay. Hab kurz die Minimap ausgemacht, weil die stört. Aua. Ah, das war nicht gut. Ah, ist auch nicht gut, dass ich die da durchführe. Aber es sieht gut aus. Der Kampf sieht bisher gut aus. Ich habe bald die Hände down. Und die Hände down zu haben, ist schon echt schwer. Mal gucken, ob das unser erster Boss First Try wird. Ich glaube, wir haben noch keinen Boss First Try.
Das wäre natürlich cool, wenn es der erste Boss First Try ist. Ein Arm ist tot. Der zweite Arm auch gleich. Ach, jetzt macht er ja diese... Ach so, der Arm ist tot, okay. Jetzt macht er ja diese... Ach, der Arm ist noch nicht tot, jetzt ist er tot. Jetzt schießt er ja diese Totenköpfe, da muss ich halt aufpassen. Aua. Schade. Aua. Ich denke schon mal. Aua. Ich muss einfach nur mich im Kreis um den bewegen. Dann ist es sehr schwer für ihn, mich zu treffen. Ah nein. Nicht töten, bitte. Zum Glück muss ich den nur einmal besiegen und nicht wie die Queen wie 8-mal. Okay, die Queen habe ich nur 3-mal getötet, ja. Ich übertreibe ein bisschen. Ah, der macht viel Schaden. Komm her. Aua. Wieso tötest du jetzt auf einmal die? Die haben dir nichts getan. Wieso tötest du die auf einmal? Das ist nicht gut. Oh, das hätte mein Tod sein können. Das hätte mein Tod sein können. Puh. Puh. Ah. Dass ich noch lebe, ist so Glück. Oh. Ich hätte tot sein müssen. Ich hätte tot sein müssen. Ich könnte das echt First Tryen. Das wäre krass. Das wäre wirklich mein erster First Try Boss in dieser Welt. Ja. Lol. Ich habe ihn gefirst tried. Krass. Ich habe ihn echt gefirst tried. Ah, die Alchemietisch. Den brauchte ich noch. Den habe ich schon vergessen, dass ich den brauche. Ha. Der Zauberertisch brauche ich. Oh, da ist er. Ha. Wie perfekt. Jetzt habe ich alles, was ich aus dem Ding wollte. Zweiter Tag. Ich habe mir gestern angeguckt, beziehungsweise gestern kam mir die Idee, was ich genau bauen will. Und heute wird es getan. Heute wird gebaut. Ich weiß nicht, wie viel ich noch... Oh, das war's. Nein! Ah, das war so knapp. Da sind zu viele Fackeln in der Nähe. Das sind die ganzen Fackeln aus den Hallways zählen noch dazu. Und die sind so weit weg, die sehe ich ja gar nicht. Okay, Wieso startet der Bossfight direkt? Wieso? Wieso? Scheiße. Ich wollte noch nicht starten. Wieso hat der Bossfight schon wieder gestartet? Ich habe extra Fackeln abgebaut. Wieso hat der Bossfight angefangen schon wieder? Ich habe extra weniger Fackeln dort platziert. Da bin ich sogar reingelaufen, Lul. Ja, das habe ich kommen sehen, dass ich davon getroffen werde. Hier sind auch sehr viele Gegner gespawnt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hab's geschafft. Ha. Och Mann, jetzt habe ich es aus Versehen geschafft. Oh nein. Egal, ich habe hier Torch God's Favor. Das heißt, ich kann jetzt, ab jetzt werde ich immer, wenn ich Fackeln platziere, automatisch Biomfackeln platzieren. Scheiße. Uralter Nekrohelm. Hä? Wie schnell bin ich denn jetzt gestorben? Na, als ob ich mich selber getötet habe. Boah. Ah. Ich habe nicht hingeguckt kurz. Ich habe kurz geguckt, ob eine neue Chatnachricht kam. Schade. Guck mal, ein Meteor. Guck mal, ein Meteor. Guck mal. Der Meteor wird gleich einstürzen. Guck mal. Das habe ich noch nie gesehen. Der Meteor, das ist... Die Animation ist neu.
Das ist cool. Also nur mal eben für den Kontext, ich möchte gerne die Terraspark-Stiefel machen und dafür brauche ich noch das Aglet, also diese Schuhpinke, diese Spitze vom Schnürsenkel und die bekommt man nur in Holzkisten oder in Holzcrates und ich war jetzt schon stundenlang angeln und stundenlang Kisten durchsuchen. Und das ist der Kontext für das, was ich jetzt sage und mache. Ich starte jetzt ganz viele Masterwelten und renne einfach nur und hole mir die Holzkisten. Neu, Master, groß, Aglet 1. Let's go. Noch eine Kiste. Ja! Was? Ich hab's endlich. Ja, die Blitzstiefel. Zu den Frostfunkelstiefeln, ja. Endlich. Ich heule gleich wirklich, glaube ich. Ich bin gerade echt kurz davor zu heulen. Holy shit. Ja, mir fehlt wirklich nur der Lava-Charm noch. Die kriege ich in Kisten in der Nähe der Hölle oder aus Obsidian-Crates? Gerade wenn man sagt, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und bin... Alter. Ich bin gespannt, wie wenig ich hiervon reinschneide. Ich hasse Angeln. Ah, nein! Ich will ein bisschen... Das muss ich nicht unbedingt streamen, das ist sowieso scheiße langweilig. Ich will einfach angeln. Ich werde das doch streamen. Ich wollte eigentlich in Lava angeln, ohne zu streamen, nur aufnehmen. Hat sich nicht so ergeben. Jetzt habe ich auf einmal einen Blutmond. Blutmond will ich natürlich schon gerne on Stream zeigen. Dann morgen. Okay, ich glaube, ich bin ready. Ich habe gestern Abend, ja, habe ich noch gestreamt eine Stunde und habe diese Löcher hier gefüllt. Ja, dann gehen wir mal und fangen an zu bauen. Ich fange einfach jetzt an zu bauen. Ich habe mich so lange davor gedrückt zu bauen, weil ich so Angst habe, falsch zu bauen und dass es nicht gut aussieht. Und ich habe bisher nur einen Turm und den Anfang von dem zweiten Turm. Und mir fehlen echt viele Blöcke, die ich gleich farmen muss. Aber ich dachte wirklich, das dauert sehr, sehr viel länger. Also ich dachte, das dauert wirklich, wirklich viel länger. Boah, fall ich lange. Alter, ist das hoch. Holy shit. Man hat gar kein Gefühl, wenn man die ganze Zeit auf die Minikarte guckt, wie hoch das eigentlich ist.
3,5 Stunden nur bauen. Es ist so riesig. Ciao. Leute. Duk, 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 dum, dum, brr, bing, ba, bum, ba, bum, bam, bum, brum, bam, ba, da, dum. Ach. Ich habe ja meinen Dings ausgezogen. Ach genau, ich habe gestern vom Handelsreisenden die coole Angel bekommen hier. Ich glaube, das ist die drittbeste Angel oder so, ne? Was? Okay. Das habe ich nicht erwartet. Oh, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Meine Imps machen das schon, ja. Ja, passt schon. Ich mache diese fliegenden Dinger und meine Imps machen so den Rest. Lol, wie viele Würmer da waren. Hilfe, 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 Hilfe. Ah. Alter, ich mache keinen Schaden, weil ich tagge. Ich darf nicht taggen. Wie kann ich denn nicht taggen? Ich bin am Ende der Welt. Scheiße. Alles nicht viele Gegner gewesen. Holy shit. Da waren plötzlich viele Gegner. Ich komme nicht da hoch. Ich komme nicht da hoch. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich komme da nicht hoch. Alter. Alter, hat er schnell geschossen. Nein. Wieso nimmt er mich schon? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich durfte leben. Ich durfte leben. Ich bin der Auserwählte. Nein. Das war so knapp. Oh nein, ich bin falsch gegangen. Ja, ich bin falsch gegangen. Ich hätte unten lang gehen müssen. Wieso bin ich oben lang gegangen? Wieso passiert hier so viel? Ich bin so nah, ich war so nah, ich war so nah. Ich war unglaublich nah. Bitte, bitte. Nein, nein. Warum denn? Guck mal, wie wenig Leben der hatte. Guck mal, wie wenig Leben der hatte. Also, ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, aber ich habe für diesen Bossfight meine Challenge-Regeln gebrochen. Ich habe nämlich, anstatt die Peitsche zu nutzen,
andere Waffen ausprobiert und den Bossfight auch geschafft mit einer anderen Waffe statt der Peitsche. Alles andere war Only Summoner, also meine Rüstung war immer noch die Bienenrüstung. Ich habe immer noch Summons benutzt, um den meisten Schaden zu machen. Mein größtes Problem war, dass ich keinen Schaden am Boss gemacht habe, weil wenn man mit der Peitsche einen Gegner trifft, dann fokussen die Minions den Gegner. Und deswegen haben meine Minions die ganze Zeit die Gegner vom Wall of Flash angegriffen und nicht die Wall of Flash selber. Deswegen habe ich kaum Schaden gemacht und ja, ich bin halt nicht so gut im Ausweichen. Was ich später herausgefunden habe, ich glaube, das schneide ich auch noch rein in dieses Video, ist, dass diese Dinger nicht respawnen, wenn man nicht getroffen wird. Die respawnen immer, wenn man getroffen wird. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Skill hat, ein bisschen besser ausweicht, die Arena ein bisschen besser macht, solche Dinge, dann sind die irgendwann vorbei. Dann hast du irgendwann alle von denen getötet. Und dann können sich deine Summons auf die Wall of Flash konzentrieren. Außerdem, was ich nicht wusste, wenn man die ersten 5 Wellen von der Old Man's Army gewinnt, dann darf man die Sentries davon benutzen. Und die Sentries davon zu benutzen, hätte extrem geholfen. Also das hätte wirklich, wirklich geholfen. Ja, beides zu wissen hätte sehr stark geholfen. Ich werde die Tage, also ich schneide das hier jetzt gerade übrigens über eine Woche im Voraus, ich werde die Tage wahrscheinlich in einem Stream versuchen, auf einem Journey Mode Charakter mit dem gleichen Gear und dem gleichen alles die Wall of Flash zu schaffen, komplett Only Summoner. Also das schneide ich wahrscheinlich auch in dieses Video. Ansonsten seht ihr jetzt meinen Versuch, wo ich leider die Regel gebrochen habe und meine Peitsche durch einen Bogen ausgetauscht habe. Gut. Nicht mehr. Boah, das ist alles korrupt. Guckt ihr euch das an? Alles korrupt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, macht die viel Schaden. Die hat mir gerade 300 Schaden gemacht.
Summons das Sentry oder das Ding selber? Ich mach mal beide. Ich mach nicht beide, ich hab nicht genug für beide. Ach man, schade. Alter, machen die Spinnen viel Schaden? Was? 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 Die Spinnen machen so viel Schaden. Was? Wie viel Schaden machen diese Spinnen bitte? Was? Was? Wie viel Schaden die machen? Was? Wie krank? Wie krank? Wie krank? Wie krank? Wie krank? Ich komme gerade drauf nicht klar. Bitte? Ach, Junge, Alter, ich habe einfach 3 Stunden oder so gebraucht, um die Wall of Flash zu töten. Das macht mich fertig, ey. Okay. So, jetzt folgen die Wall of Flash Versuche von 2 Wochen später mit meinem Journey-Charakter, der genau dasselbe Gear hat, außer dass er noch die Sentries hat von der Old Man's Army, die ich auch hätte bekommen können. Das wusste ich noch nicht. Und die retten mir nachher das Leben, weil wenn man die mit der Mana-Blume in einem Mana-Trank, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesem Accessoire kombiniert, dann ist das extrem, extrem stark gegen die Wall of Flash. Und das merke ich jetzt gleich. Ich habe einfach 200 Platten verloren. Ich sollte tot sein. Ich bin tot. Ich bin immer noch im God-Mode. Es tut mir leid. Ja, das ist unglaublich schwer. Was passiert? Okay, ich schaffe es nicht. Zweiter Tag. Es lässt mich nicht los. Ich will es einfach versuchen nochmal. So, es ist mir richtig, richtig oft passiert. Und ich habe das Phänomen endlich auf Video. Meine Imps verschwinden, wenn die Wall of Flash spawnt. Und ich habe keine Ahnung wieso. Und ich habe das Gefühl, manchmal verschwinden die nochmal random. Meine Imps verschwinden einfach, während ich gegen die Wall of Flash kämpfe. Richtig weird. Wieso sind schon wieder alle meine Imps weg? Die despawnen immer. Wieso despawnen die? Die despawnen richtig oft. Ich habe mich selber gar nicht gesehen. Ich habe das wirklich aufgestellt, dass es so fair ist wie möglich zu dem Original, zu dem, wie es bei mir war. Ich habe eine halbe Hellbridge. Meine Hellbridge war sogar im Original länger. Dann habe ich das ganze Gear genauso, wie ich es vorher hatte. Nur ich glaube, ich habe das besser verzaubert, aber ich hätte auch einfach in der normalen Welt verzaubern können. Keine Ahnung, wieso ich das nicht gemacht habe. Und ich habe diese Dinger, die Sentries. Die kann man nämlich von Anfang an haben. Und ich habe die nie geholt. Ich weiß nicht, wieso ich so dumm bin, aber die konnte man von Anfang an holen. Ich habe es noch nie gemacht. Nein, nein! Guck mal, wie wenig Leben hat! Was? Nein! Zack, zack. Dann noch einen. Und dann eine Voodoo-Doll. Wo sind meine Imps? Da waren echt schon wieder ein paar Imps, die spawnen. Ich verstehe das nicht. Wieso spawnen meine Imps? Aber Hälfte schon geschafft, komm. Ah, ich kam da nicht weg, ich war voll zugespammt. Das ist gar nicht so gut. Ah, nein. Komm. Ich schaff das, komm.
Ah. Fuck, 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 fuck. Oh. Ah, nein. Egal. Wir schaffen das. Ich bin angespannt. Wir schaffen das. Komm. Komm, schneller. Go. Ich muss darauf achten, dass ich nicht zu schnell bin und ihm voll in die Arme laufe. Ich weiß aber nicht, wie das klappen soll mit den explosiven Dingern, wenn ich nicht... das fängt schon an. Das fängt schon gut an. Die Imps müssen was machen. Hallo. Fuck. Nein. Es ist so knapp. Aber ohne Arena kann ich nicht. Ich muss wirklich eine Arena noch bauen hierfür. Oh, wie dumm. Ich will keine Arena hierfür bauen. Das ist viel zu anstrengend. Komm schon. Aber ich bin gleich am Ende. Ich kann nicht mehr viel machen. Ja, wir haben es geschafft. Die Wall of Flash, die kann mich mal. Die Wall of Flash kann mich mal. Als ob ich das geschafft habe. Das fühlt sich gut an. Als ob ich das geschafft habe. Immer noch God Mod disabled, immer noch Enemy Spawn Rate, Enemy Dings of Master. Oh, wir haben es geschafft. Fuck. Oh. Ah, nein. Titanium Crate. Holy shit. Lol, ich habe das verzaubert Schwert bekommen. Und Mithride-Barren. Oh, ich kann mir den Amboss sogar schon machen. Den Mithride-Amboss. Das ist doch sogar der krasseste, oder nicht? Mithride, Orchalkos, Adamantit, Titan. Nee, oder? Doch, das ist der krasseste. Das ist der krasseste Amboss. Ich brauche keinen besseren Amboss. Ich habe mir alles erangelt, was ich brauche von den neuen Erzen. Ich brauche kein neues Erz mehr. Weird. Das fühlt sich weird an. Ich habe keinen Altar zerstört. Nicht einen Altar habe ich zerstört. Das fühlt sich mega weird an. Das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Hello, hier ist es. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist. Direkt links vom Schnee. Das ist auch alles Hello-Schnee. Das ist nicht mehr normaler. Ach, das ist eine Wüste. Das ist gar kein Schnee. Lol, jetzt erkenne ich es erst. Boah, wie krank, Alter. Wie krank das sich ausgebreitet hat. Lol, genau diese Dinger muss ich umbringen. Genau diese Fettsäcke muss ich umbringen. Oh. Da hat er wohl genau das getan, was ich gefragt habe. Guck mal, der kann nicht durch Wände. Was für ein Noob. Oh mein Gott. Ich sag nie wieder irgendwas. Ich sag nie wieder etwas in meinem Leben. Das war das... Oh nein, Alter. Ich sag nie wieder was. Ich sag einfach nie wieder was. Ich werde nie wieder meinen Mund aufmachen. Oh, ich bin ja gleich tot. Die Fledermaus habe ich nicht gesehen. Das ist krank. Oh. Das ist das allererste Mal, dass ich den überhaupt angreifen kann. Oh. Das ist das allererste Mal, dass ich mit einem Melee-Angriff treffen kann. Hä? Wieso sind die alle so schnell tot? Wieso sind diese Minions von dem so schnell tot? Hä? Ich habe das nicht verstanden. Wieso waren seine Minions so schnell tot? Da. Only Summoner. Was? Das hat mich so fertig... Hä? Ich bin so verwirrt. Wieso waren seine Minions so schnell tot? Ich konnte ja diesmal sogar Mini-Angriffe machen. LOL. Das ist das Geheimnis. Ich glaube, die respawnen nicht, wenn ich nicht getroffen werde. Oder? Ich glaube schon. Ey, ich habe das Beschwörer-Emblem. Meine Spinnen haben nichts gemacht und ich bin reingelaufen. Ach, Mann. Ich habe gewurstfingert. Alter, diese Bitch ist so anstrengend. 5100? Die hat 5100 Leben. Die hat doppelt so viel Leben wie das scheiß Gehirn. Was? Was ist mit der? Ich habe noch keinen gesmashed, by the way. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Keinen einzigen.
Kobalt. Ich glaube, ich will gar nicht mehr töten. Also mehr zerstören. Smashen. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, was ich tun soll gerade. Ich war gerade überfordert. Ah, Mann. Ich glaube, ich spawn den einfach und guck mal, was passiert. Ich erwarte keinen Sieg. Let's go. Gucken wir mal, was passiert. Wie viel Leben hat er? 153.000. Bitte? Ja, ich bin gleich tot. Ah. Ich habe versucht, da schnell runterzufallen, damit ich noch zur Seite kann, ohne getroffen zu werden. Das hat nicht so ganz geklappt, dieser Plan. Was zum Teufel? Guck mal, der ist einfach runtergesprungen. Nein! Oh. Ich dachte, er stirbt dann Fallschaden. Was machst du da? Ich werde mir Mühe geben, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ich werde jetzt nicht einfach extra sterben. Ja? Die Luft um dich herum wird kälter und Blutmond geht auf. Was heißt das? Luft wird kälter. Alter, ich habe so Angst. Skeleton Prime. Ich habe mich nicht gebracht, doch. Nein! Oh, doch. Oh, Gott sei Dank. Fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ich war so unvorbereitet. Was hat mich getroffen? Das ist nicht notwendig, dieser Typ. Wer hat den eingeladen? Oh. Was? Diese scheiß Wolke, Alter. Woher kommt die Wolke auf einmal? Wieso hört es nicht auf zu regnen? Es hat jeden Tag geregnet mittlerweile, seit Hardmode. Oh. Plötzlich war er tot. Ah, nicht noch einer. Ah! Wieso hat der... Hilfe. Wieso ist der mir gefolgt? Ah. Wie hat er mich getötet? Boah, war der schnell im Schaden machen. Oh. Was? Was hat mich getroffen? Schon wieder. Schon wieder beides gleichzeitig. Ja, das ist der Wurm. Der hat mich gewone-shottet. Ich wurde gewone-shottet. Was? Jetzt geht's rund. Jetzt geht es. Fuck. Ach, Mann. Alter, ich glaube... Oh nein! Oh nein, das ist ganz gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ich bin gleich tot. Ja, das hat's besiegelt. Sobald die Krankenschwester tot ist, bin ich tot. Komm, gleich kann ich mich heilen. Komm, komm. Nein, ich konnte mich genau in der Sekunde heilen. Genau in der Sekunde. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich hab sie. Und die hat mir nur Müll gedroppt. Ah, mein Gott, ey. Ach, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin tot, ja. Advanced Combat Click. Das brauchte ich noch. Oh, das ist cool. Das ist cool, dass ich das habe. Wenn ich das aktiviere, dann machen meine Villager einfach mehr Schaden und haben mehr Defense. Für immer. Ich glaube, das war's. Ja, das ist es. Bitte. Bitte. Schneller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schneller. Wow. Oh nein! Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es noch eine Summoner-Waffe gibt, bevor ich die mechanischen Bosse töte. Ich dachte, ich bin bei der besten Summoner-Waffe, die ich haben kann. Aber bin ich gar nicht. So, ich beende den Stream. Ich werde jetzt nur noch farmen, bis ich diesen Stab habe. Und das werde ich noch aufnehmen. Also wer das im Video sehen will, kann das dann im Video sehen. Aber den Stream beende ich jetzt. Oh, ich hatte keine Rüstung an, ich hatte kein Schild. Egal. Ach Mann. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Könnt ihr einfach gehen? Ich bin schon genug am Sterben, ja. Danke. Dieser scheiß Wurm, Alter.
er mich gewone-shottet? Ah, ich war voll low. Ich war ja richtig low, das habe ich vergessen. Ich war ultra low. Oh mein Gott, wie dumm. Fuck. Scheiße. Alter, diese Dinger sind so schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird sich sogar lohnen, sich einzuschließen komplett für den Dread Nautilus. Weil dann kann mir niemand von denen was anhaben, außer sein einer Charge-Angriff. Das könnte sogar klappen, das könnte sogar echt klappen. Was? Okay. Ich weiß, wie der geht. Ich hab den Dread Nautilus durchgespielt. Wenn ich mich hier in die Mitte stelle, dann ist das perfekt. Ist das perfekt. Okay. Es ist soweit. Fuck. Ah, fast hätte ich es überlebt. Ich hab ihn sogar gleich. Alter. Ja, den Dread Nautilus echt durchgespielt. Komm zurück. So. Er hat nur Scheiße gedroppt. Noch mehr Jump Buckets. Alter. Please, Junge. Oh, eine Tier. Ich habe den Dread Nautilus, den habe ich wirklich durchgespielt. Das kann man nicht anders sagen. Den Dread Nautilus habe ich durchgespielt. Du wirst es gleich sehen. Diese Nacht wird ein Blutmond. Ich hatte echt wenig Leben. Wieso hatte ich so wenig Leben? Kein Piratenschiff bisher. Sehr, sehr schade. Doch, da ist es. Ja, wie töte ich das? Ja? Oh, es ist echt kaputt. Holy shit, Flying Dutchman Relic. Aber ich glaube, ich habe nicht das Summon bekommen. Das ist sehr schade. Nee, das Summon habe ich nicht bekommen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Was ist das? Black Spot? Ist das das? Ist das das? Nee, oder? Das ist... Ich habe die Kundenkarte auch bekommen. Was? Ich habe die Kundenkarte bekommen. Was? Nein.
Nein, wie cool. Oh mein Gott. Als ob. Was? Wie cool. Oh mein Gott. Was? Ich glaube das nicht. Ich bin immer noch nicht am Glauben. Oh. Der Stab! Ja! Ja! Der Stab! Ich muss den Blattmuni wieder farmen. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, wie ich mich freue. So, es ist wieder soweit für das Quiz. Wie viele Stunden Spielzeit steckt in diesem Terraria-Video? Ich werde ab jetzt nur noch ungefähre Angaben machen, weil ich sehr viel aufgenommen habe, aber nicht gestreamt habe. Obwohl ich gleichzeitig halt ein bisschen was gestreamt habe und nicht aufgenommen habe. Und ich habe zusätzlich ein bisschen AFK gefarmt, also eigentlich schon mehrere Stunden, wo ich dann wirklich nicht aufgenommen habe, nicht gestreamt habe. Ich war nicht mal am PC. Deswegen werde ich nur noch ungefähre Zeiten sagen. So einfach nur alles, was ich aus den Aufnahmen und Streams so annehmen kann. Ich zähle die komplett AFK-Zeiten nicht mit. Die Antwort ist 11 Stunden 15 Minuten. Das ist, glaube ich, das längste, oder? Der meiste Content, den wir bisher im Video hatten. Ich musste einmal schätzen, weil ich einen ganzen Abend lang AFK gefarmt habe und den Dreadnoughtus gefightet habe. Und ich habe die Aufnahme nicht mehr, weil das war so viel Aufnahme, dass ich das so schnell wie möglich zusammengeschnitten habe, damit die Datei kleiner ist. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie viel das war. Ich habe einfach geschätzt, dass das 2 Stunden waren. Es könnten mehr gewesen sein, es könnten aber auch weniger gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und wie oft bin ich gestorben in diesem Video? Ich habe ein Gefühl, dass das sehr, sehr oft ist. Vielleicht ist das Video, wo ich am meisten gestorben bin. Ich weiß es nicht. Die Antwort ist 41 Mal. Ich bin 41 Mal gestorben in diesem Video. Und damit zähle ich nicht mit, falls ich mal AFK war und was übersehen habe oder so. 41 Mal bin ich onscreen gestorben. Das könnt ihr jetzt mitzählen. Wenn ihr das ganze Video durchgeht, ihr könnt das mitzählen. 41 Mal. Guckt euch das Textdokument an, wo ich meine Tode zähle. Guckt, wie lang die Strichliste ist. Wir sind mittlerweile bei 101 Toten plus 9 im Journey Mode. 110 Toten. 110 Tode. Ich bin 110 Mal gestorben in 6 Folgen Terraria. Meine Fresse. Dieser Stab, den wir heute gefarmt haben, der ist extrem wichtig. Der macht mir das Kämpfen gegen die mechanischen Bosse unglaublich viel einfacher. Also wirklich, wenn ihr versucht, Summoner zu sein, holt euch diesen Scheißstab. Holt euch diesen Stab vom Dreadnoughtus. Ich habe hier gezeigt, wie ihr den Dreadnoughtus mit Sicherheit, ohne zu sterben, schafft. Mit dem Stab sind die mechanischen Bosse 1 Million Mal einfacher. Wirklich, wirklich holt es euch. Oh. Ich habe gerade Armor Polish bekommen, also ist eines meiner Farms jetzt einfach useless. Fuck, der Angler ist tot. So eine Scheiße. Ich habe gerade kein Gameplay-Audio und ich muss mega leise sein, aber wir haben das in der Saga-Drop bekommen. Wir können das Gegenfluchmantra machen. Und dann können wir damit den Ankh-Charm machen. Und damit können wir den Ankh-Schild machen. Der ist sick. Der ist richtig cool. Macht Immun gegen Rückstoß. Ich bekomme keinen Schaden mehr durch Feuerblöcke. Ich bin immun gegen fast alles andere.
Ne, Philosopher's-Stone habe ich schon. Also ich spiele gerade absolut schrecklich, aber mein Schaden ist besser. Also dafür, dass ich so schlecht spiele, ist mein Schaden viel besser geworden. Aber, ja. Ich habe absolut schrecklich gespielt. Also die neuen Summons machen auf jeden Fall sehr viel mehr Schaden. Das kann ich sagen. Oh, da hat mich der Kopf getroffen. Das war genau das, was ich gesagt habe, was nicht passieren darf. Komm, die Nacht ist noch jung. Ich will die Cheese-Taktik einmal probieren. Es wird kein guter Versuch werden wahrscheinlich. Es wird ein verschwendeter Versuch sein auf jeden Fall, aber... Keine Ahnung, man kann es ja probieren. Wenigstens kann ich nicht durch Rückstoß da runtergekickt werden. Aber es läuft auf jeden Fall besser als die vorherigen Versuche. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Aua. Also mir fehlt hier noch Honig, die Dryade, die Krankenschwester. Also, aber dann... Das geht sogar klar. Es gibt Schlimmeres. Ich habe schon schlimmere Bosse erlebt. Ja doch, die Cheese-Taktik ist wieder viable. Man muss nur genug Schaden machen. Oh mein Gott. Aua. Ja doch, das ist sogar okay. Das ist sogar voll okay. Es gibt echt Schlimmeres. Oh mein Gott. Und dann gehe ich jedes Mal da runter und werde überfallen. Das Herz nehme ich gerne. Das Herz nehme ich auch gerne. Ja doch, also das geht wirklich voll klar. Das hat sich voll gelohnt, den Stab noch zu holen. Der Stab ist sick. Das hat sich voll gelohnt. Aufpassen, der Kopf kommt. Echt, dass ich so wenig getroffen wurde von diesem Laserhagel, ist echt ein Wunder. Also wenn ich das schaffe, ne, dann bin ich sehr perplex. Wahrscheinlich. Ich kann ja nicht predikten, dass ich perplex bin, aber ich gehe davon aus, dass ich dann sehr perplex sein werde. Weil das war wirklich eigentlich ein Wegwerf-Try. Wenn ich den schaffe, ist es echt weird. Ja, ich sollte mich dafür aber nicht umbringen. Das wäre jetzt schade. Ich wurde echt wenig getroffen gerade dafür, dass ich einfach nur stillstand. Das ist gar nicht so gut. Das war ganz schön gefährlich. Oh lol, das ist ein Geschenk. Hä, ich könnte den echt schaffen. Das macht mich gerade voll fertig. Ich war noch nie so nah daran, den zu schaffen. Das kann nicht sein. Also ich darf jetzt nicht das verschenken, ne? Puh, ich muss chillen. Doch, ich hab's geschafft. Hä? Ich hab's einfach geschafft. Das kann doch nicht sein. Als ob. Das war nicht mal ein ernst gemeinter Versuch. Als ob ich das einfach so geschafft habe. Oh Mann. Dann mache ich mir die beiden Summoner-Waffen. Die Peitsche, ich weiß nicht mal, ob die besser sind, weil die sehen on paper halt einfach schlechter aus, muss ich sagen. Aber das werden wir wohl jetzt herausfinden. Durandal. Obwohl Durandal sieht eigentlich besser aus. Ich weiß nicht, ob Durandal besser ist als die Ice Whip. Ich weiß es nicht. Versuchen wir erstmal den Durandal. Ja, macht so 500 bis 600. Ja, macht schon so 800 sogar. Ja, so 800, 900 macht das. Okay, okay, okay. Nee, okay. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Durandal besser ist. Hä? Wieso? Ich habe kein Geld oder was? Ich glaube, ich habe kein Geld. Ich hätte das echt schaffen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Durandal benutze. Ich habe doch noch 55 Gold. Wieso konnte ich das nicht machen? Dieser eine Sanguine-Stab anstatt diese Spinnenstab, das hat schon so viel Unterschied gemacht. Und dann auch noch bessere Tränke haben. Ach Junge, diese Bitch, Alter. 12 Gold habe ich verloren.
Scheiß Bitch. So, hier im Hintergrund baue ich jetzt eine Farm für die goldenen Früchte, damit man mehr maximales Leben hat. Eine Sonnenfinsternis hat begonnen. Sonnenfinsternis? Habe ich schon mal an einer Sonnenfinsternis teilgenommen? Da kann ich die hier farmen. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt in der Sonnenfinsternis droppen kann. Ich habe noch nie eine Sonnenfinsternis erlebt. Aber das ist auch richtig interessant. Ich habe eine ganz andere Progression als normalerweise. Egal, was ich bisher gemacht habe, auch wenn es Magier war, ich habe eigentlich immer die Erze mitgefarmt. Als Magier, als Ranger, als Nahkämpfer, immer habe ich die Erze mitgefarmt. Das hat für mich einen großen Teil ausgemacht. Das habe ich sehr gemocht eigentlich, Erze sammeln. Aber irgendwie als Summoner brauchst du die Erze überhaupt nicht. Du brauchst ganz, ganz wenig Erze, nämlich für Amboss, für Ofen, ne? Also für die Schmiede da, die eine, habe ich halt ein bisschen Erze gebraucht für die Titanschmiede. Für den Titanspitzhack habe ich ein bisschen Erze gebraucht. Für den Amboss habe ich ein bisschen Erze gebraucht. Das war's. Sonst brauchst du keine Hardmode-Erze. Und für die Hardmode brauchst du auch nur Erze, weil es sonst keine bessere Rüstung gibt erstmal, bis du die Queen Bee besiegt hast. Nur für Spitzhacken braucht man die Erze, sonst gar nicht. Das ist so komisch. Meine Minions sind weg. Wieso decentporen meine Minions manchmal? Ich glaube, ich habe zu viele Buffs. Ich glaube, es gehen ein paar Buffs weg. Und einer der Buffs sind wahrscheinlich meine Minions selber. Irgendwie sowas passiert. Irgendwie sowas richtig Komisches. Oha. Scheiße, ich hätte mich zum Bett teleportieren sollen, aber ich habe das Bett nicht gesetzt gehabt. So. Zack, 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 zack. Und los geht's. Sekunde, da musste ich kurz aufgehen. Ich glaube, das sind echt zu viele Buffs, die überschreiben sich dann. Habe ich alles, was ich haben wollte? Ja, habe ich. Wir haben den Laserarm fast kaputt. Ich bin voll angespannt. Nice, wir haben einen kaputt. Einen Arm. Habe ich ein bisschen versucht, auch auf den Laser zu gehen, weil der Laser mir am meisten Schaden macht meistens. Zusätzlich zum Kopf. So, mir geht die Heilung aus. Die muss ich kurz einmal durch. Nice, der Laser ist kaputt. Oh, das war ganz gefährlich, So, jetzt können wir eigentlich nur noch auf den Kopf gehen. Oh, er ist gleich down, Wir haben es schon mal geschafft. Wir haben einfach Scale schon mal geschafft. Ich bin gerade gestorben, weil mich ein scheiß Steingolem angegriffen hat, während ich gerade gegen eine Crimson Mimic gekämpft habe. Das ist der Titanhandschuh. Den habe ich gebraucht. Dann kann ich mich hier endlich den Powerhandschuh machen. Endlich. 12% Increased Melee Speed und Autoswing. Autoswing ist richtig sick.
Es ist wieder Zeit für die Quizrunde. Es ist 27 Grad hier in meinem Zimmer gerade und ich bin gerade frisch aus dem Urlaub gekommen. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das funktioniert, aber ich versuche trotzdem einmal durchzuziehen für euch. Ich stehe gerade und ich habe gerade viel mehr Energie irgendwie. Wie viel Spielzeit steckt in diesem Video? Ich musste sehr viel schätzen, weil ich sehr, sehr viel AFK war zwischen den Aufnahmen, aber ungefähr sollte das hinhauen. 7 Stunden. Ungefähr 7 Stunden. Mit meiner groben Schätzung war ich bei 7 Stunden 15 Minuten, glaube ich. Aber weil das so geschätzt war, habe ich einfach dann auf 7 Stunden gerundet. Wie oft bin ich gestorben in diesem Video? Die Antwort ist 11 Mal. Viel öfter als ich dachte, kam mir gar nicht so oft vor, als ich das geschnitten habe. 2 mechanische Bosse haben wir geschafft. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall dem nächsten mechanischen Boss widmen. Und ich denke mal, noch mehr. Das ist richtig komisch, dieser Stream, weil ich literally in 2 Stunden oder so fahre ich in den Urlaub. Richtig komisch, dass ich jetzt noch streame. Egal, ich wollte es gerne streamen. Ich habe noch nie 1 gegen 1 gegen so ein Schiff gekämpft. Ich weiß gar nicht, was die Angriffe von dem Schiff sind. Aber es ist wirklich nicht so schwer. Also ich habe mir das viel schwerer vorgestellt, weil ich habe den immer gecheased. Ich habe den noch nie vernünftig bekämpft. Ich habe den immer gecheased. Jo, das ging voll klar. Hä? Zaubertrank? Habe ich getrunken? Ja, okay, jetzt habe ich 6. Okay, hatte ich gerade nicht. So, ich hoffe, es klappt ganz gut. Ich könnte theoretisch die Cheese-Taktik versuchen. Ich glaube, das mache ich. Ja, komm, ich schieße ihn einfach. Also, das ist einfach, das ist immer noch nicht einfach. Aber ich versuch's einfach mal. Ah, das war gefährlich. Nein, jetzt ist der Lasertyp wieder da. Sekunde, kann ich kurz... Ah, meine Hände schwitzen. Ah. Ich schaffe das, komm. Ah, bitte. Ich Brustfinger gerade. Oh mein Gott, ich Brustfinger gerade. Bitte, bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Ich Brustfinger gerade extrem. Ich wollte noch meinen Schlafspot setzen, das habe ich vergessen. Lassen Sie mich. Nevermind, ich mache gar nichts. Ich setze meinen Schlafspot nicht, das ist mir zu gefährlich. Töte ihn, töte ihn. Der ist fast tot. Und dann muss ich... Oh, ich habe meine Finger nicht auf der Tastatur. Okay, einer ist tot, einer ist down. Einer ist down. Jetzt schnell weg. So, also nicht zu schnell, sonst despawnt er. Aber schnell. Ja, das sollten wir schaffen, das sollten wir schaffen. Solange ich jetzt nicht richtig dumm sterbe. Ist das machbar auf jeden Fall. Also der mit dem Lasern ist übrigens der Schlimmste. Ja, ich hasse seine Laser. Aber eigentlich, wenn ich hier jetzt rumcircle, dann geht das. Oh, jetzt hat er sich verwandelt. Aua. Aua. Das ist ganz gefährlich. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich. Ich habe versucht nach unten zu dashen, das geht ja gar nicht. Hey! Wir haben alle 3 mechanischen Bosse tot. Puh. Ich hasse Laser. Ich hasse Laser. Ist das das Pet? Das ist das Pet, oder? Hell yeah, ich hab das Pet. Ich hab das Pet und das Summon gleich. Das Summon finde ich auch sick. Da freue ich mich drauf. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ich bin da so oft gegen gestorben und ich habe mir nur einen anderen Stab geholt und dann war die First Try. Dann mache ich mir den optischen Stab. Da ist er auch schon direkt. 2, ne? 4, 6, 8, 10, 12. Guck dir das an.
Oh Mann. Oh Mann. Alter. Oh nein. Oh nein. Warte, ich will, dass alle wieder bei mir spawnen. What the fuck? Okay, ich werde ein bisschen rumprobieren müssen, ob ich vielleicht doch den sanguinen Stab behalte oder den optischen Stab dann nehme. Aber das ist das ist schon richtig sick. Ja, die scheinen irgendwie nicht so stark zu sein. Aber die sind halt auch nicht enchanted, ne? Also ich kann die ja noch viel besser enchanten. Da unten ist noch eine Live Fruit. Oh, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Das war ein Versehen, Pantera. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Das war ein Versehen. Es tut mir doch leid. Es tut mir leid, ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt, Pantera. Kannst du nicht einfach wieder gehen? Pantera, bitte. Pantera. Es tut mir doch leid, ich habe mich doch entschuldigt. Alter, wieso bin ich so lost? In 2 Wochen machen wir Plantera auf jeden Fall. Das schaffen wir easy peasy lemon squeezy. 2 Wochen später. Ich glaube, in meinem Plan war die Plantera Arena zu bauen, damit ich Plantera so früh wie möglich machen kann. Und Corruption fixen. Ich plane, das Spiel so schnell wie möglich durchzubekommen. Am besten innerhalb der nächsten Woche. Weil so viele Spiele rauskommen und rausgekommen sind und so viele Spiele habe ich gekauft oder geschenkt bekommen oder sonst was, die ich spielen will. Diese Liste wächst und wächst und alles, was mich zurückhält, diese Liste abzuarbeiten, ist dieses Spiel. Und deswegen möchte ich gerne, wenn Mortal Shell rauskommt, schon Mortal Shell streamen. An dem Tag, wo es rauskommt. Das bedeutet, ich hätte ganz gerne Terraria fertig bis dahin. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist nämlich schon knappe Zeitspanne. Aber mal schauen. Ich versuche es. Ich habe angefangen, wieder viel mehr zu zocken, also viel mehr Spiele zu spielen. Aber es gibt halt Spiele, die will ich on-stream gerne spielen. Und dann habe ich manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade Spiele einfach so spiele. Also einfach so zocke, anstatt zu streamen. Ich habe halt Warframe gespielt zum Beispiel. Das würde ich nie im Leben streamen. Außer ich, keine Ahnung, ich habe richtig Bock auf das Spiel und ich spiele das jeden Tag. Dann würde ich das vielleicht streamen. Aber im Normalfall würde ich das nicht streamen. Trotzdem saß ich da und ich dachte mir die ganze Zeit, ich kann währenddessen eigentlich Terraria streamen, mache ich aber jetzt nicht. Und das ist doof. Zum Beispiel auf so Spiele wie Skyrim habe ich wieder Bock. Ich wollte ja noch eine Spielereihe machen. Also ich habe ja noch mehrere Videoideen. Erstens gibt es ganz viele Spiele, die ich komplett durchspielen wollte. Und das könnte ich auch theoretisch on-stream machen und dann daraus Videos machen. Zum Beispiel Mortal Shell, was nächste Woche rauskommt. Dann gibt es noch andere Spieleserien oder Videoserien, die ich machen wollte. Und dafür würde ich die Aufnahme auch on-stream machen. Zum Beispiel gibt es noch die ganze Videoreihe, die ich machen will, wo ich Spiele, die ich schon 1 Million Mal durchgespielt habe, Achievement hunte, weil ich bei sehr vielen Spielen noch nicht jedes Achievement habe. Also 100% machen würde ich zum Beispiel in Skyrim, Dying Light, Dark Souls 2 und zwar sowohl Scholar als auch normal würde ich ganz gerne 100% machen. Das Problem ist halt, dass da sehr viele Sachen sind, die einfach random ultra zeitaufwendig sind, sowas wie Covenant-Zeug. Far Cry 3 und Far Cry 4. Dann vielleicht sogar Assassin's Creed 3 und 4. Bestimmt, doch, bestimmt. Final Fantasy 15 auf jeden Fall. Da würde ich auch sogar nochmal ein ganzes neues Playthrough machen, weil mir fehlen auch noch ein paar DLCs und so. Und ich wollte einmal New Game Plus machen. Ich bin bald bei 100%. Und dann habe ich überlegt, dass ich entweder ein New Game Plus Playthrough mache oder ein komplett neues Playthrough. On Stream komplett. Das wären halt so Spiele, wo ich gerne mal sowohl 100% machen wollen würde, falls ich das noch nicht gemacht habe, als auch ganz besonders Achievement hunten, weil ich habe, glaube ich, gar kein Spiel, wo ich 100% Achievements habe. Und das ist voll schade, weil ich habe viele Spiele, wo ich 100% Ingame habe, aber leider ist das nicht dasselbe, 100% Ingame und 100% Achievements. Weil manche Achievements sind so richtig random. Oder dann gibt es sowas wie, dass ich in Dying Light anscheinend 44 von 45 Nebenquests nur gemacht habe. Das tut weh. Ich hasse es auch, dass Achievements so schlecht getrackt werden bei voll vielen Spielen. Also ich habe schon richtig oft verbuggte Achievements gehabt. Wer mein Far Cry 4 Video gesehen hat, der wird das kennen, weil dort habe ich basically die erste Stunde Spielzeit damit verbracht, dem Support zu schreiben, dass meine Achievements nicht funktionieren und zu gucken, warum meine Achievements nicht funktionieren und Achievements bekommen und so. Das ist unsere letzte goldene Frucht gewesen. Perfekt. Und Plantera könnte ich sogar einmal versuchen. Meine Hände schwitzen. Ah, ich habe jetzt schon Angst. Oh, ich habe vergessen, dass es 2 Phasen hat. Ich wollte Plantera zerstören, terminieren. Was passiert eigentlich, wenn ich mich verstecke? Ich glaube, sie kann durch Wände schießen. Das Phase 2 ist so unfassbar schwer. Puh, Phase 2 ist hart. Phase 2 ist hart. Jetzt bin ich gespannt, ob die mehr Schaden machen oder weniger. Es ist auf jeden Fall viel mehr los. Ich glaube, die machen weniger Schaden. Fuck. Da. Mythisch. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Damage Boost. Damit muss ich es nochmal ausprobieren. Oh, ich habe nicht darauf geachtet. Wow. Ja, das war dumm. Das war unglücklich. What? Goldene Angel. Und was habe ich bekommen für ein Achievement? Achso, bekomme die goldene Angel. Nice. Also, ich bin gerade nicht on Stream, sondern
offline. Das liegt daran, dass es ultra heiß ist und ich meinen Ventilator anhaben will. Allerdings ändere ich jetzt was. Ich gucke nämlich währenddessen ein Only Summoner Let's Play und er hat Plantera mit anderen Dingen besiegt, zum Beispiel mit der Hallowed Armor, und ich habe dann rumgegoogelt. Es wird empfohlen, die Hallowed Armor zu nehmen, weil man hat dann weniger Schaden, aber man hat viel mehr Abwehr. Und ich möchte das einmal testen, weil es nicht gut läuft und ich gerade alles ausprobieren will. Ich plane dann, dass ich mehr aushalte und dann vielleicht den Bossfight komplett tanken kann, den Plantera Bossfight. Wenn ich den Plantera Bossfight tanken kann, dann habe ich es nicht nötig, so viel Damage machen zu müssen. Weil der Plantera Bossfight hat ja kein Zeitlimit. Da wird ja nicht irgendwann morgens und dann hört es auf. Und das ist der Vorteil. Ab jetzt hat, glaube ich, kein einziger Bossfight ein Zeitlimit mehr. Und deswegen lohnt es sich viel mehr auf, ich überlebe den ganzen Bossfight zu gehen, als auf, ich töte den so schnell wie möglich. Egal, wir haben es geschafft. Durandal macht jetzt 97 und Sanguine Stab macht jetzt 61 und 46. Jetzt 90 anstatt 97, 57 anstatt irgendwas mit 60 und 42 anstatt irgendwie 46, glaube ich, war das. Also es geht, es ist jetzt nicht viel, viel schlimmer und unsere Abwehr springt allerdings nur 7. Oh, ich dachte viel mehr. So, ich habe die Arena um einiges größer gebaut. Nein, ich muss die Arena höher machen. Ich muss die Arena viel höher machen. Eine gute Idee kann auch sein, einfach nur einen Tunnel zu machen. Das wäre jetzt... Also jetzt vergrößere ich die Arena. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann mache ich einen Tunnel. Okay, schnell. Schnell. Nein. Ich stecke fest. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Rette mich. Wieso stecke ich fest? Ah, diese Stacheln, diese Spikes. Ah. Fuck, ey. Fuck. Ich hab's geschafft. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin so glücklich. Ich hab's geschafft. Pygmänen-Stab. Den habe ich sogar direkt bekommen. Ich habe ihn direkt bekommen sogar.
Der war wichtig, weil wenn ich den im Inventar habe, dann wird mir viel mehr cooles Zeug verkauft. Danke, ich werde auf jeden Fall das Video von dem englischen YouTuber in die Beschreibung packen. Der hat nämlich genau dieses Setup. Die Tiki-Maske, das Tiki-Outfit, das ist teuer, aber das werde ich jetzt komplett kaufen. Herkules-Käfer. Also wir haben jetzt ein Accessoire, was unseren Schaden der Günstlinge und also was unser Minion-Schaden boostet, einfach so. Und dann haben wir diese Rüstung. Die könnte besser sein. Warte, 53 Abwehr haben wir jetzt. 53 Abwehr und 92, 57. Mehr Abwehr, 100, 62, ja, das war einfach nur mehr. Ich will kurz den Pygmy-Stab testen, vor allem im Vergleich zu dem Sanguine-Stab. Also es ist mir nicht so wichtig, wie schnell ich den töte oder so, sondern es ist mir wichtig, wie viel DPS ich gemacht habe. Ich glaube, es war bei 400 so irgendwas. Die können missen, aber wenn sie nicht missen, dann machen sie, glaube ich, mehr Schaden. Ich glaube, die machen viel mehr Schaden, wenn sie nicht missen. Ich werde mir das nochmal im Schnitt angucken, um sicher zu gehen. Ich war danach AFK-Farmen in der Wüste für Desert Keys und dann bin ich wohl einmal gestorben und ich habe meinen Spawnpunkt nicht in der Wüste gesetzt und deswegen bin ich dann immer wieder zu Hause gestorben. Aber ich war komplett AFK, deswegen zähle ich das mal extra mit. Genauso wie die Journey-Mode-Tode werde ich einfach das extra mitzählen. Also ihr werdet dann wieder ein Plus sehen am Ende des Videos bei den Toten. Ich war im AFK-Chillen in der Wüste und ich habe vergessen, dort meinen neuen Spawnpunkt zu setzen. Deswegen bin ich hier sehr, sehr oft gespawnt und dann wohl sehr, sehr oft gestorben. Es ist wieder Zeit für die Quizrunde. Kurz bevor sie anfängt, möchte ich noch mich einmal entschuldigen, dass dieses Video eine Woche zu spät kommt. Es ist sehr, sehr warm gewesen. Es ist wirklich, wirklich heiß gewesen und deswegen kam ich nicht zum Streamen. Ich habe kaum meinen PC benutzt, weil es hat einfach mein Zimmer noch mehr erhitzt. Ich habe eigentlich nur im Bett gelegen. Es war wirklich, wirklich heiß in Deutschland und vor allem da, wo ich gewohnt habe. Es tut mir leid. Egal. Frage Nummer 1. Wie viel Spielzeit steckt in diesem Video? Die Antwort ist 8 Stunden, 15 Minuten circa. Ich musste wieder ein bisschen schätzen, weil ich am zweiten Tag nicht alles aufgenommen habe, weil ich sehr viel AFK war. Aber müsste ziemlich accurate sein. Die zweite Frage, wie oft bin ich gestorben? Die Antwort ist, 10 Mal bin ich gestorben, während ich praktisch gespielt habe und 30 Mal AFK, also 29 Mal AFK und dann das 30. Mal, als ich angefangen habe, mich zu bewegen und da war ich schon praktisch tot, deswegen zähle ich das dazu. Also insgesamt 40 Mal in diesem Video und davon waren 30 Mal in diesen 10 Minuten AFK. Das waren weniger als 10 Minuten, die ich AFK war und ich bin 30 Mal gestorben. Das tut weh. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Terraria-Folge. Ich habe diese Folge sehr, sehr viel gemacht, ohne irgendwas zu sagen und offline und AFK gestanden und sowas. Und wir fangen auch gleich an damit, dass ich die Dächer fülle und keine achtet bitte darauf, dass ich die falsche Farbe genommen habe. Das bitte. Es ist leider passiert. Ich habe die einzelnen Türme auch fertiggestellt, also ich habe die Hintergründe gefüllt, die Dächer gefüllt. Dann habe ich den Destroyer zweimal getötet für Hallowed Bars, damit ich später den Pumpkin Moon machen kann. Dafür braucht man Hallowed Bars. Und dann habe ich ganz viele Tunnel gegraben, um gegen das Crimson zu kämpfen, was ich jetzt mache. Ich will Corruption töten. Ja, genau. Wir graben hier diese Line und diese Line noch komplett runter. Und dann werden wir hier nach links sprühen, dann nach links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann sind wir durch. Das Ding ist voll stark. Wer greift mich an? Wer greift mich an? Ich konverte jetzt eine Insel zu einem Mushroom-Biom, wo dann der Pilztyp hoffentlich drin spawnt. Also ich mache mir jetzt die Shroomite Digging Claw, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist das die schnellste Spitzhacke, die man haben kann. Das Einzige, was schneller ist die Drill Containment Unit, aber die ist auch nur schneller, wenn man einen großen Bereich clearen will. Wenn man zum Beispiel sich 2 breit runtergraben will oder sowas, ist das auf jeden Fall schneller. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt die Shroomite Digging Claw machen. Die hat 200 Spitzhackenkraft, -1 Reichweite, was ein bisschen schade ist, weil das hat zum Beispiel +1. Ach, das hat Axtkraft auch? Dann brauche ich das ja gar nicht. Das hat auch Axtkraft. Das wusste ich gar nicht. Da brauche ich ja nur noch einen Hammer. Nice. Wir haben den Tempel eröffnet. Wow. Ah, nein. Boah, 67 Gold.
Okay. Wie bin ich gestorben? Aua. Wow, bin ich fast reingesprungen. Meine Hände schwitzen. Ich kann so nicht spielen. Okay, jetzt muss ich auf den Kopf aufpassen, während ich den Körper bekämpfe. Das ist interessant. Ah, das ist sehr interessant. Ja, wie gesagt, der einfachste Boss. Der einfachste Boss im Hard Mode. Oh, nice. Ich kann jetzt meine Shield of Cthulhu endlich ersetzen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist das Accessoire, was ich vom allerersten Boss, den ich jemals besiegt habe, bekommen habe. Meister Ninja-Ausrüstung. So. Das ist besser als das Schild. Ach so, das geht durch Wände. Das wusste ich nicht. Ja, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, was ich tue. Ich habe das hellste Lichtpad des Spiels bekommen. Wie cool, dass ich das bekommen habe. Oh. Eine Himmelskiste. Regenbogenwerfer. Wow, noch eine magische Waffe. Die ist sogar cool. Dann habe ich angefangen, eine Wüstenfarm zu bauen und währenddessen wurde ich von der ersten Marsianer-Invasion überrascht. Ich habe natürlich total vergessen, wie die funktioniert und was da passiert. Habe erstmal versucht, gegen die zu kämpfen und mich dann in die Farm gestellt, weil ich dachte, ich kann es farmen. Es hätte theoretisch geklappt mit dem Farmen, aber seit 1.4 kann mir dieses Raumschiff Probleme bereiten. Denn es kann jetzt mit seinem Laserstrahl durch Blöcke schießen. Das ging vorher nicht. Und da bin ich dann ein paar Mal gegen gestorben, habe versucht, es außerhalb zu kämpfen und habe dann diese Cheese-Taktik gefunden, mit der es relativ gut lief, aber immer noch nicht besonders toll. Fun Fact, wenn ihr dieses Video hier seht, wenn es rauskommt, dann werde ich von euch aus gesehen gestern oder vielleicht sogar heute streamen, wie ich eine Farm für dieses Event baue und das Raumschiff farmen will, weil ich möchte seinen Summon haben. Das Summon ist nicht schlecht. Ich habe ihn bekommen. Desert Key, da ist er. Das ist der Desert Key, ich habe ihn bekommen. Jetzt mache ich das gleich im Eisbiom nochmal. Beim Farmen für die Eisschlüssel hatte ich weniger Glück als jetzt für den Wüstenschlüssel. Ich bin übrigens in der Eisschlüsselfarm sehr, sehr, sehr oft gestorben. Und deswegen habe ich aufgehört, Tode zu zählen für AFK-Farms, weil mir das egal ist. Es ist irgendwie nicht Teil von der Challenge. Ich habe einfach aufgehört zu zählen. Ich zähle nur noch nicht AFK-Tode. Ja, ich habe sehr viele Stunden AFK gestanden, auch auf mehrere Tage verteilt. Und dann habe ich zwischendrin einmal normal gestreamt und weitergemacht. Das seht ihr jetzt gleich. Und danach habe ich weiter AFK gefarmt. Das zeige ich euch dann danach. Ich wollte heute Achievements hunten. Jetzt macht er 88 Schaden im Gegensatz zu 60. Ach du Scheiße. Ah, da ist er. Perfekt. Der Zauberer ist angekommen. Siehst du, sag ich doch. Ich hab's geschafft. Alle NPCs sind bei mir zu Hause. Jetzt tue ich mal überall schwarze Farbe rein. Easy. Ich bin gestorben, es war so knapp. Ja, ich weiß nicht, ich habe richtig Trash gespielt.
Holy shit, habe ich Trash gespielt. Okay, ich bekomme wirklich nicht das, was ich will. Perfekt. Ey, ich habe die Spitzhacke bekommen. Nice. Mit der kann ich das abbauen, ne? Perfekt. Das hat mir gefehlt. Dieser Versuch war irgendwie richtig krass. Ich habe nicht mal einen Trank benutzt. Aua. Aua. Ja, ich habe, glaube ich, alles bekommen, was ich wollte. Ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich wollte. Ich hab's bekommen. Ich hab's bekommen. Ich hab ihn. Wann? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wann habe ich den bekommen? Sekunde. Ich hab's endlich bekommen. Den Eisschlüssel, den gefrorenen Schlüssel. Ich hab ihn endlich. Ich habe so lange hier gestanden. Ja. Ja, Stab der Eishydra. 150 Beschwörungsschaden. Das ist richtig geil. Ja gut, dann kann ich ab jetzt wieder streamen. Ich muss das Pumpkin Moon Event machen als nächstes. Und ich könnte mal die Queen Slime versuchen. Oh, endlich. Endlich ist das soweit. Den kann ich ja in Wänden platzieren. So, es ist wieder Zeit für die Quizrunde. Diese Folge ist wohl etwas kürzer geraten. Das liegt aber daran, dass in dieser Folge schon unglaublich viel Spielzeit stecken und ich nicht mehr viel habe, beziehungsweise das, was ich noch hätte, würde dann wiederum zu lang werden für das Video. Wie viel Spielzeit steckt denn in diesem Video? Die Antwort ist 22 Stunden ungefähr, wahrscheinlich viel mehr, weil ich habe sehr, sehr viel AFK gefarmt und dann währenddessen auf meinem Bett gelegen, am Handy gezockt, am Handy Videos geguckt, bin essen gegangen oder sonst was und währenddessen lief die ganze Zeit das Spiel im AFK-Farm. Die grobe Schätzung ist 22 Stunden, es könnten aber auch weit mehr sein, es könnte auch an die 30 gehen sogar. Dann die nächste Frage, wie viele Tode hatte ich in diesem Video? 17 plus unglaublich viele AFK-Tode. Wie gesagt, ich war die meiste Zeit, als ich AFK gefarmt habe, weg. Und in der Sonnenfinsternis gibt es Mothron. Und Mothron tötet einen extrem, extrem schnell. Da muss man sich gegen wehren, sonst stirbt man da safe. Und ja, ich habe einfach aufgehört, das zu zählen. Außerdem sind die 17 vielleicht auch nicht ganz richtig, weil als ich diese Türme gegraben habe, das hat auch eine Stunde mindestens gedauert. Und dort habe ich nichts gesagt. Das habe ich am Anfang ganz kurz eingeblendet, also in ein paar Sekunden nur. Und dort habe ich 1, 2 Tode, habe ich dort mitgesehen, zufällig. Deswegen, es kann sein, dass ich da mehr als 1, 2 Mal gestorben bin, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, durch diese eine Stunde die komplett zu gucken, um zu zählen, wie viele Tode ich da drin hatte. Das ist so anstrengend. Diese 17 sind, glaube ich, alles Tode, die hier eingeblendet wurden, außer die AFK-Tode. Ich finde es nicht schlimm. Diese Tode sind sowieso langsam zu viel und ich habe bestimmt sowieso welche gemisst. Ich zähle jetzt eigentlich auch nur noch die Tode mit, weil wir das von Anfang an mitgezählt haben. Eigentlich ist mir diese Zahl schon ziemlich egal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Terraria Summoner Master. Yeah. Hier im Hintergrund seht ihr, wie ich eine AFK-Farm gebaut habe, die theoretisch funktioniert für den Pumpkin Moon und für noch 1, 2 Events, wo man dann komplett AFK farmen kann, also 100% AFK, weil man auch unsterblich ist. Ich wollte das machen, um den Pumpkin Moon zu farmen. Jedenfalls seht ihr jetzt, wie ich die Farm zum ersten Mal benutze, zum ersten Mal ausprobiere, gucke, ob sie überhaupt funktioniert. Viel Spaß. So, wir probieren es jetzt aus. Ich werde einmal den Pumpkin Moon versuchen, AFK zu farmen. Okay, mal gucken, ob das klappt. Erste Welle haben wir hinbekommen. Zweite Welle haben wir hinbekommen. Dritte Welle haben wir hinbekommen. Okay. Der erste Boss. Morningwood, oder? Morningwood ist es, ja. Einmal Morningwood getötet. Krass. Okay, der erste Pumpkin und wir sind in Welle 7. Ich bekomme Schaden. Welle 9. Morningwood geht sogar relativ schnell down. Der Pumpkin dauert halt extrem lange. Welle 10. Gleich haben wir unseren ersten toten Pumpkin. Perfekt. Welle 11. Ich habe interessante Sachen bekommen, aber ich glaube nichts von dem, was ich brauche. Ich bin voll nervös. Ich habe Angst, dass das nicht funktioniert.
Welle 12. Wir sind bald durch sogar. Aber die Nacht ist bald vorbei. Oh, das meine ich. Da bin ich gerade fast gestorben. Ich weiß aber nicht wieso. Wieso bin ich am Sterben? Wieso bin ich am Sterben? Wieso bin ich gestorben? Aus welchem Grund? Was ist passiert? Ich sterbe schon wieder. Warum? Warum? Das ist komisch. Ah, das Accessoire. Oh, schon besiegt. Ich habe meine Flügel ausgehabt, Alter. Oh. Ich habe da Harvest bekommen. 180 Beschwörung. Was? Und das ist unenchanted. Unenchanted 180 Beschwörungsschaden. Ich bekomme, glaube ich, gerade einen Schlaganfall. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Okay, es ist spät abends und ich muss eigentlich schlafen gehen, weil ich gleich arbeiten gehe. Morgen früh. Aber ich ziehe das eben noch durch. Ich habe den Stab bekommen. Ich habe den Stab bekommen. Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich brauche das nicht mehr. Wir haben den Stab. Den habe ich gebraucht. Mittlerweile macht das echt Spaß, Summoner zu sein, weil mittlerweile bin ich nicht mehr scheiße schwach. Es hat leider sehr lange gedauert. Ja, diese Challenge war auf jeden Fall ein Haufen Arbeit. Ich bin bald durch. Also, die Challenge ist auf den Endwegen. 3 große Bosse noch. Queenslam sollte einfach werden. Vielleicht wird das dann der zweite Boss, den wir first tryen. Wir haben tatsächlich, außer Skeletron, noch nicht einen einzigen Boss gefirst tried. Außer Skeletron. Noch nicht einen Boss. Das tut so weh, das zu sagen. Wir haben nicht mal Golem gefirst tried. Golem war second try. Das tut so weh. Dann testen wir mal. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja first try easy. Mal gucken. Oh, hallo. Eigentlich fighten wir den viel zu spät, deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht so schwer sein sollte, sagte er, bevor er stirbt. Ich sehe nicht, was mich trifft. Ah, jetzt sehe ich, was mich trifft. Tot. Alter, die macht ja voll viel Schaden. Und ich habe gar keine Ahnung, wie dieser Fight funktioniert. Book of Dissonance. Perfekt. Ich hasse das. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse den mit meiner abgrundtiefsten Hass. Es gibt keinen Boss, den ich schlecht finde, außer diesen. Ich hasse den. Der ist scheiße. Er ist scheiße programmiert. Es war eine scheiße Idee, den zu implementieren. Die Person, die den implementiert hat, ist dumm. Ich möchte an dieser Stelle eine Entschuldigung an den Entwickler raushauen, der das implementiert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht dumm bist und dass du einen guten Grund dafür hattest. Und selbst wenn nicht, dann bist du wahrscheinlich nicht dumm. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wieso ich so sauer war in diesem Moment. Ich war aber sehr sauer. Hat das nicht durchdacht, hat das nicht getestet. Durchdacht vielleicht, hat es nicht getestet. Es ist dumm gewesen. Dieser Boss ist einfach kacke. Er ist einfach scheiße. Wieso gibt es einen Boss mit Lasern, die durch den Boden gehen? Und ich hasse Laser. Wieso gibt es überhaupt Bosse mit Laser? Wieso gibt es Laser? Verstehe ich nicht. Wieso gibt es Laser? Ich habe schon vergessen, dass ich so sauer war, deswegen. Okay. Wann beruhige ich mich? Wie lange bin ich so? Und dann auch noch sowas. Ich hasse Laser. Ich hasse Bosse mit Laser. Ich hasse Laser. Warum Laser? Laser machen keinen Sinn. Laser sind das Dümmste, was es jemals gab. Du wirst einfach plötzlich getroffen. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst nicht ausweichen. Weil du wirst getroffen. Einfach so. Laser sind so dumm. Oh, okay, ich glaube, ich habe mich jetzt beruhigt. Alles gut. Nein. Ja. Finally. 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 Ja, mir fehlen nur noch 2 Bosse und alle Achievements, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich möchte das so schnell wie möglich durchziehen. Ich habe wirklich absolut keinen Bock mehr. Es ist unglaublich, wie wenig Bock ich darauf habe, das Spiel weiter zu spielen. Ich spiele schon so viele Monate, Alter, für diese Streams und so. Es ist einfach zu viel. Ich möchte gerne auf Max Damage gehen für die nächsten Bosse. Ich muss für eine Waffe, ich weiß gar nicht, ob das für den Summonstab oder für die Peitsche ist, aber für eins von beiden muss ich Empress of Light tagsüber töten. Und tagsüber one-shottet die ein. Ich werde mir bald
so die nächsten Tage Gedanken machen über ein Stream-Schedule. Damit meine ich nicht, was für die meisten ein Stream-Schedule ist. Also damit will ich mich nicht daran binden, dass ich an den und den Tagen um die und die Uhrzeit einen Stream machen muss, sondern das ist mehr so ein Maximum. Ich würde gerne an dem und dem Tag streamen, aber wenn nicht, dann... Oh, woran? Ach, diese Bomben. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt in mein Schedule reinschreiben würde, ich mache jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr einen Stream bis 20 Uhr, dann heißt das für mich, wenn ich an dem Dienstag zum Beispiel keine Zeit habe, dann ist das egal, dann halt nicht. Und wenn ich an irgendeinem anderen Tag theoretisch Zeit habe, dann ist das egal, dann streame ich dort auch nicht, damit ich Zeit habe für andere Hobbys. Das ist gerade bei mir richtig komisch. Ich habe keine Zeit für irgendwas außer Streamen und Videos machen und Uni und Arbeit halt. Ach, es ist ja schon morgen. Ja, komm, ich gebe dir mal einen Versuch. Was muss ich machen? Reicht es, wenn ich sie freilasse? Ja, oder? Habe ich... Hallo? Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das richtig gemacht oder muss ich die töten, wenn ich sie freigelassen habe? Wieso passiert jetzt nichts? Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Ja, das muss ich machen. Wow. Das ging schnell. Aha, es gibt dieses komische Geräusch und dann kommt von oben Homing Laser. Das war schön. Das war richtig gut. Das war der beste First Try, den ich in meinem Leben hatte. Was ist das? Der Angriff ist neu. Oh. Oh. Egal, ich habe mich besser geschlagen. Ich kann einfach nichts anderes machen außer lachen. Dieser Boss ist so witzig schwer. Es ist unglaublich. Um Gottes Willen. Alter. Das ist schade. Oh Mann, dieser Boss ist... Der ist ja absurd schwer. Oh, perfekt. Darauf habe ich gewartet. Jetzt kann ich das Achievement machen. Okay, die anderen Gegner, die da spawnen, sind echt nervig. Holy shit. So, Regenbogenwerfer. Und dann... Geschafft. Nein. Hallo, das habe ich alles sauber gemacht. Wieso ist das wieder befallen? Das habe ich alles sauber gemacht. Nein. Hier ist alles nicht befallen. Ab hier ist befallen. Aber warum? Wenn das jetzt nochmal passiert, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hä? Oh, als ob... Alter, das macht mich sauer. Als ob ich jetzt 2 davon bekommen habe. Oh. Damit meine ich, dass ich stundenlang gefarmt habe, insgesamt tagelang sogar. Und ich sehr, sehr lange keinen Apfel bekommen habe, also nicht dieses Mount bekommen habe. Aber dann innerhalb von, keine Ahnung, 10, 15 Minuten 2-mal. Und das passiert in Terraria irgendwie immer. Das passiert mir auch mit dem Metalldetektor offscreen. Ich glaube, das zeige ich hier gar nicht im Video. Ich suche, seitdem ich noch nicht mehr im Hard Mode war, also bevor ich die Wall of Flash getötet habe, suche ich schon nach dem Metalldetektor. Und dann habe ich den gefunden und ich habe den 10 Minuten später ein zweites Mal gefunden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Terraria ist so. So, die K.O.-Kanone kann da oben hin. Kanone. Sprachen lernen, Bubble. Oh. Die hat mir noch gefehlt. Wow. Ey. Can we won in Vanity Slots? Oh, wie geil. Endlich. Nice. Yes. Yes. Es ist Zeit für die Quizrunde. Also, es wird immer schwieriger.
schwieriger zu zählen, weil ich extrem viel spiele oder AFK bin, ohne aufzunehmen. Das bedeutet, ich verpasse sehr, sehr viele Tode, die eher AFK waren, also egal. Und ich verpasse auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielzeit. Deswegen muss ich immer mehr schätzen, was halt dann weird ist, wenn ich versuche, meine genaue Spielzeit zu dokumentieren und ich muss schätzen. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe jetzt alle Tode in diesem Video einfach mitgezählt. Ein paar davon waren AFK, aber ganz ehrlich, ich habe während der AFK-Farm so viel gespielt, dass ich gar nicht weiß, ob das AFK ist oder nicht. Also bei denen, wo ich wirklich AFK war, wo ich wirklich nicht am PC saß, die habe ich jetzt nicht mitgezählt, die habe ich auch gar nicht aufgenommen. Aber da, wo ich die AFK-Farm gespielt habe, die habe ich jetzt mitgezählt. Das ist weird. Auf jeden Fall. Erste Frage, wie viel Spielzeit steckt drin? Ungefähr? Ja. 18 Stunden, 45 Minuten circa. Musste ein bisschen schätzen, weil von einem Tag hatte ich zum Beispiel nur eine 10-Minuten-Aufnahme. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich dort sehr lange AFK war. Wie gesagt, ich bin so viel AFK, dass es immer schwieriger wird, sowas nachzuzählen. Aber wie viele Tode hatte ich wohl in diesem Video? Alle Tode sind onscreen, glaube ich. 16 Stück, ist fein. Wir haben über 150 Tode schon insgesamt. Alleine Tode, die ich gespielt habe. Also jetzt nicht AFK-Tode mitgezählt. Über 150, das ist viel. Alter. So, ich bin voll blöd. Ich habe die ganze Zeit gefarmt für eine Rüstung. Und die habe ich einfach noch nicht gecraftet. Unsere vorletzte Rüstung überhaupt im Spiel. Und ich habe vergessen, die zu craften. Minions um 1, 1, 1. Plus als Set-Bonus nochmal mindestens 1. Dann Damage 10, 20, 30. Ansonsten kann ich hier nochmal gucken. 210 Schaden, 115, 75, 132, 242. Also wir machen auf jeden Fall viel mehr Schaden. Ein Minion mehr, 2 Minions mehr, also insgesamt 3 schon. Und noch ein Minion mehr. Aber dafür keinen Set-Bonus. Und Movement Speed habe ich auch dazu bekommen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein schon für mehr Schaden und Movement Speed habe ich dazu bekommen. So, ich möchte nämlich ein bisschen testen, wie gut diese Arena ist. Wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich den Lunatic Cultist töten und mir schon mal den Stardust Dragon holen. Scheiße. Okay, da hat mich meine Rüstung gerettet. Danke, Rüstung. Da hat mich meine Rüstung schon wieder gerettet. Ehre Rüstung. Die Rüstung zu wechseln war das Beste, was ich jemals in meinem Leben getan habe. Das wollte ich noch anziehen. Ein blauer Slime hat mich getötet. Ein blauer Slime hat mich getötet. Alter, sind meine UFOs stark. Scheiße. Meine UFOs sind stark, aber ich bin dumm. Scheiße, diese scheiß Trails von diesen scheiß... Ich wurde getroffen. Ich wurde mehrmals getroffen. Ja, Ja, Was hat mich getroffen? Aua, wo kommt dieser Drache denn jetzt auf einmal? Alter, gegen den Lunatic Cultist habe ich noch nie Probleme gehabt in meinem Leben. Das ist das erste Mal. Aber ich habe auch vergessen, was der kann alles. Scheiß Drache. Der Drache bewegt sich auch noch, wohin ich gehe. Hilfe! Scheiß Kultist. Mann, das ist das allererste Mal, dass ich gegen den gestorben bin. Ich habe mich auch nicht gebufft. Ich habe vergessen, wie der geht. Meine Summons sind verschwunden. Ich bin deswegen gestorben und sonst aus keinem Grund. Ich habe zu viele Buffs.
Das war einfach. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie der funktioniert. Dann ist das ganz einfach. Ach, der ist so scheiße platziert. Nice. Sternstaubdrache. Ja. Genau, den will ich machen. Hier kann ja gar nichts spawnen. Das nehme ich zurück. Nice. Interessant. Wenigstens schießen diese UFOs nicht. Ich nehme alles zurück. Ich habe dieses Scheißding auch so scheiße gebaut, Alter. Was? Ich konnte nicht weg. Ich konnte mich nicht bewegen. Alter, ich fall gleich vom Stuhl. Jetzt kommt der Moonlord oder was? Ich bin nicht bereit für den Moonlord, by the way. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Das ist neu, das ist neu. Was ist das? Ich habe gar nicht gesehen, was sie gemacht hat. Also, ich habe jetzt seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Jetzt spiele ich das Spiel wieder. Es gab ein fettes Update und das Update hat leider mehr Achievements gebracht. Das bedeutet, ich bin wieder mehrere Achievements hinten. Ich war so kurz davor, alle Achievements zu haben. Und jetzt gibt es einfach mehr Achievements. Eins habe ich gerade bekommen, das mit dem Schuh. Aber jetzt gibt es halt wieder viel, viel mehr Achievements. Defeat the Empress of Light. Okay. Defeat Queen Slime haben wir schon gemacht, aber okay. Defeat Dreadnought haben wir schon gemacht, aber okay. Old One's Army. Okay, also Old One's Army einmal gewinnen, das wollte ich noch machen. Obtain the Zenith. I guess. Fly a Kite on a Windy Days können wir machen. Enter Misty Graveyard filled with 30 Dead. Können wir machen, I guess. Drop a lure in a pool of lava for a preferred hall. Können wir machen, I guess. Trick a gnome into turning into stone. Ja, I guess. Meet with a tenant who's as happy as they possibly can be. Keine Ahnung, was das heißen soll. Deliver headpets to the town pet. Okay, I guess. Encounter a Ferry. Okay, I guess. Throw a Party. Okay. Und an einer explodierenden Kiste sterben. Das ist uns auch schon ganz oft passiert. Alter, ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Hatte ich das Spiel vorher auf Deutsch oder auf Englisch? Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern und deswegen will ich jetzt kurz nachgucken. Weil ich habe es auf Englisch gestellt, weil es mich auf Deutsch voll gestört hat irgendwie. Aber ich weiß ja nicht, wie es vorher war. Vielleicht war es vorher auf Deutsch. Es war vorher auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch gestellt, weil ich das so ungewohnt fand. Auf Deutsch. Lol. Was haben die genervt? Wenn ich jetzt dashe und dann in das Ding gehe, dann verliere ich alles Speed. Also wenn ich da reingehe, dann wird jeder Speed gestoppt. Das ist ein richtig krasser Nerf dafür. So habe ich immer Fullspeed bekommen, überhaupt. Ja, okay. Was hätte ich da machen sollen? Einmal so als Frage. Will ich einmal so in die Runde werfen, die Frage. Ich bin tot. Oh, guck mal wie knapp. Guck mal wie knapp. Mehr Versuche und ich hab's. Hä? Das ist noch nie passiert. Dass sie sich einfach... Oh, guck mal, den Wolke hinten. Ah, ich konnte nicht springen, ich konnte nicht... Ja, ach. Das war nicht fair. Wieso hatte ich meine Unverwundbarkeit nicht? Das will ich mir kurz angucken. Wieso hatte ich meine Unverwundbarkeit nicht? Lol. Soweit ich das sehen kann, hätte ich meine Unverwundbarkeit haben sollen. Also Unverwundbarkeit, die war einfach nicht an. Ja, Oh. Ich war so verwundert von meiner Dummheit, dass ich einfach stehen geblieben bin. Oh Gott. Ja, das ist das Aus. Ja, das war schlecht gespielt. Das war Next Level schlecht gespielt. Was ist das? Was ist da gerade passiert?
Ich stand gerade einfach nur still, weil da so viele Sachen waren. Ich konnte mich nicht bewegen. Hätte ich mich in irgendeine Richtung bewegt, wäre ich instant gestorben. Ja, ach Mann, das ist so schwer. Die zweite Phase ist so schwer. Das ist nicht fair. Also das ist wirklich nicht fair. Ich weiß auch gar nicht, was ich in dieser Situation machen soll. Ah, das war sehr schlechtes Timing. Ja. Ja, das war ja voll fair. White Neighborhood. Ach so. Weil ich in einem Friedhof bin. Oh. Ja. 2 oder 3 Grabsteine sind hier dann schon. Fuck off. Fuck off. Wieso haben die nicht angegriffen? Oh, darauf habe ich aber gar keinen Bock. Also ich will einmal sagen, ich habe mir gerade die Patch-Notes durchgelesen von 1.4.1 und Summoner ist so viel einfacher. Wisst ihr noch den Dread Nautilus, den wir extrem stark gefarmt haben? Die Drop-Chance, um den Summoner-Stab zu bekommen, ist von ihm in Expert und Master Mode jetzt 100%. Und in Normal Mode ist die drastisch erhöht. Das heißt, wir haben den 7-8 Mal getötet oder so. Beim ersten Mal hätten wir den gehabt. Außerdem funktionieren jetzt Flasks und das auf Whips. Und das werden wir gleich ausprobieren. Das bedeutet, diese Dinger, womit man Schwerter, Elementschaden oder mehr Schaden oder sowas geben kann, die funktionieren jetzt auf Peitschen. Das werde ich gleich ausprobieren. Sehr, sehr viele Accessoires gibt es jetzt im Pre-Hard-Mode oder auf jeden Fall viel, viel früher, die es für Summoner gibt. Sehr, sehr viele Summoning-Stäbe wurden stärker gemacht oder die Drop-Chance wurde erhöht oder das wurde woanders hingemoved, damit man das früher bekommen kann. Also das ist richtig extrem. Summoner sollte jetzt 10-mal einfacher sein. Also im Early Game. Im Late Game ist das irgendwie fast das gleiche Spiel. Aber im Early Game sollte Summoner 10 Milliarden Mal einfacher sein. Also wenn ihr jetzt anfängt, Summoner Master Mode Challenge zu machen, so wie ich, dann sollte das für euch 1 Million Mal einfacher sein. Ich habe jetzt gelernt, dass der Witch's Broom sehr viel schneller ist. Die haben wirklich das Piratenschiff extrem genervt. Sie haben seine Top Speed, ich glaube, fast gedrittelt, was extrem langsam ist. Also es hat Sinn gemacht, weil das Piratenschiff bekommt man sehr, sehr früh. Theoretisch. Ist nicht so schwer zu bekommen, theoretisch. Und es war einfach das schnellste Mount im ganzen Spiel. Das bedeutet, sobald du im Hardmode bist, bekommt man das eigentlich. Also so wie es aussieht jetzt gerade, ist das Beste, was ich nehmen könnte, der Besen, der fliegende Besen. Und das UFO wäre auch nicht schlecht, aber halt schlechter als der Besen. Also der Besen ist es gleich. Und den Besen sollte ich eigentlich haben. Also den Besen werde ich mir gleich nehmen, einfach. Da ist auch schon das UFO. Das UFO ist auf jeden Fall besser als das, was ich jetzt habe. Also ich habe noch nicht ganz über den Patch geredet. Ich kann jetzt mal ein bisschen komplett über den Patch reden. Also es gibt jetzt mehr Peitschen und mehr Summon-Stäbe, vor allem im Early Game. Also ich glaube, im Early Game haben die 2 Peitschen hinzugefügt und einen Summon-Stab und noch mehr Rüstung und Accessoires im Early Game. Ich glaube, eine Rüstung mehr und 2 Accessoires mehr. Dann sehr, sehr viele Hard-Mode-Accessoires wurden in Pre-Hard-Mode gepackt oder einfach früher gepackt, wie zum Beispiel die Pygmy-Necklace. Hier, das Pygmäen-Halsband. Das gibt es jetzt Pre-Hard-Mode. Das gibt es jetzt vor dem Hard-Mode. Bevor ihr die Wall of Flash tötet, gibt es das Ding, was so richtig gut ist. Die Range von fast jeder Peitsche wurde erhöht. Der Damage von fast jeder Peitsche und fast jedem Summonstab wurde erhöht. Die Angriffsgeschwindigkeit von fast jedem Summonstab wurde erhöht. Also das ist wirklich extrem. Wenn man unendlich fliegen will ohne Unterbrechung, dann gibt es kein schnelleres Mount. Punkt. Es gibt kein schnelleres Mount einfach. Diese fliegende Wesen ist das schnellste Mount. Das ist sehr schade, weil das halb so schnell ist wie das, was ich gewohnt bin. Oh, den habe ich noch. Hier, Boy. Hatte ich das schon? Hatte ich noch nicht, oder? Hatte ich noch nicht? Ich glaube das nicht. Ich glaube das gerade nicht. Ich glaube, ich hatte auch meine Angler-Sachen an, fehlt mir drauf. Ja, da konnte ich nichts machen. Das ist die nächste Phase. Oh. Ja, ich bin tot. Ich wurde schon wieder. Ja, das Queen Slam Pad. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Ja. Das Damage-Siegel, das könnte ich nehmen. Stimmt, das könnte ich nehmen. Die Frage ist nur, wo habe ich das? Hier. Nee, Siegel des Magiers. Als ob ich das nicht gefarmt habe. Habe ich das echt nicht gefarmt? Ich glaube, ich mache ein paar Wall of Flash Runs. So schnell es geht. So. Ich habe mich jetzt nicht gebufft. Aber mal gucken.
Wo ist der da? Ah, schade. Und dafür bist du 5 Minuten nach links gerannt, ja? Dafür bin ich so lange nach links gelaufen. Oh Mann, ey, wie peinlich. Ach Junge, Aha. Ach Junge. Ach Junge. Und das Beschwörer-Emblem gibt mir halt... Und das Beschwörer-Emblem gibt mir halt noch mehr Schaden. Das war mein letzter Versuch. Schade. Goblin. Oh. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das mir... Bin ich eigentlich komplett dumm? Alter. Der Firecracker hat einen Effekt. Wenn ich den Gegner mit einem Firecracker schlage und dann mein Minion den trifft, dann mache ich dreifachen Damage. Also macht mein Minion dreifachen Damage. Das bedeutet, ich benutze meine Peitsche eh kaum während des Kampfes. Ja, das macht schon viel Schaden. Okay. Der Buff vom Firecracker macht ultra viel Schaden. Boah, mache ich viel Schaden. Nein. Auf dem Mount ist das so viel einfacher. Nächster Versuch. Was ist passiert? Hä? Die ist einfach abgehauen. Die ist einfach abgehauen. Ja, nächster Try. Da, ich habe zu wenig Range, um sie jetzt zu treffen. Ah. Da habe ich zu spät reagiert, aber war okay. Nichts passiert. Das hat mich... dass ich da keinen Schaden bekommen habe. War Glück. Nächste Phase. Nein. Oh mein Gott. LOL. Alter, ich hätte das ohne den Chat nicht geschafft. Ich hätte das ohne euch nicht geschafft. Unglaublich. Oh mein Gott. Das war mein 40. oder 50. Versuch, ne? Holy shit. Alter. Alter. Gigi, danke. Wie viel Zeit ich jetzt damit verbracht habe, diesen Boss zu versuchen. Acht Stück. Ich kann 8 Stück davon tragen. Was ist deine Lieblingsklasse? Wahrscheinlich Melee. Ich habe Ranger nie gespielt, weil ich mag Schusswaffen nicht. Ich würde es, wenn dann, nur für Bogen und Armbrust spielen. Wahrscheinlich Melee, weil ich liebe Jojos. Die meisten Schwerter finde ich ultra cool. Magier habe ich ein bisschen gespielt. Magier finde ich auch cool, aber geht so. Und Summoner same. Same wie Magier. Eigentlich cool, aber geht so. Ich habe das schon wieder ohne Damage geschafft. Ah, da ist das. 400 Schaden fast. Alter.
Let's go, ja. Es ist wieder Zeit für die Quizrunde. Wie viel Spielzeit steckt ungefähr in diesem Video? Spoiler-Alarm. Ich habe mich gewundert, es ist wenig. Es ist viel weniger, als ich dachte. Die Antwort ist 7 Stunden ungefähr. Ich habe sogar ein bisschen aufgerundet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel ich AFK war dazwischen oder sowas. Oder wie viel ich ohne aufzunehmen gemacht habe. Aber so an Aufnahmen hatte ich fast 7 Stunden. Echt wenig, ich habe mehr erwartet. So, jetzt kommt's. Wie viele Tode hatte ich in diesem Video? Nochmal Spoiler-Alarm. Es ist das meiste bisher. Von jeder Folge sind das die meisten Tode in dieser Folge. Die Antwort ist 56. Ich bin 56 Mal gestorben. Davon 2-mal an den Lunatic Cultist und ansonsten fast jedes Mal an die Empress of Light. Abgesehen von der Empress of Light und den 2 Toten an den Lunatic Cultist bin ich noch an den Celestial Türmen gestorben. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese, die kommen, wenn man den Lunatic Cultist besiegt hat. Daran bin ich vielleicht 5-6 Mal gestorben, 7 Mal gestorben so. Also von den 56 Mal bin ich wahrscheinlich 45, 46 Mal nur an der Empress gestorben. Die war ultra schwer, die tagsüber zu schaffen. Das war richtig, richtig schwer. Aber mit meinem Bild sollte das machbar sein. Wenn ihr genug Übung habt und mein Bild habt, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist nicht mehr viel übrig. Wir nähern uns dem Ende. Wahrscheinlich nur noch 1-2 Folgen. Wir müssen nur noch den Moonlord machen und alle Bosse nachholen, die wir noch nicht gemacht haben. Oder alle Events generell. Das bedeutet Frost Moon, die Snowman Army. Es ist ja auch bald Dezember. Dann gibt es die Snowman Army wieder. Pumpkin Moon noch. Duke Fishron und die Oldman's Army noch. Also ich glaube, das war es sogar schon. Und dann halt noch die restlichen Achievements machen. Und 100 Angler-Quests machen wird davon wahrscheinlich am längsten dauern. 100 Angler-Quests. Das ist echt anstrengend, das ist echt nicht so toll. Wir machen heute ein kleines Terraria-Special. Hallo und herzlich willkommen zurück, by the way. Habe ich vergessen zu sagen. Die Frost Legion, die Frost Army, die kann man jetzt gerade machen. Nevermind. Ich habe gerade gelesen, Frost Legion ist vom 15. bis zum 31. Dezember. Es ist erst der 10., deswegen höre ich jetzt gleich auf zu spielen, aber am 15. werde ich dann spielen. So, falls ihr euch fragt gerade, wo die Folgen bleiben, die nächsten Folge und so. Wie gesagt, wir müssen nur noch den Moonlord machen und danach mit seiner Rüstung will ich alle restlichen Achievements farmen. Das Problem ist nur, dass der Moonlord ein bisschen schwer ist und das ist nicht so ein Problem, weil der ist, glaube ich, leichter als die Empress of Light am Tag zu machen. Also so schwer ist der jetzt nicht. Das Problem damit ist, dass es fast eine ganze Stunde Spielzeit dauert, bis ich den Moonlord 2-3 Mal versuchen kann. Weil ich halt jedes Mal das Solar-Event machen muss. Oder das Lunar-Event oder wie das heißt, dauert das halt so lange. Und deswegen habe ich relativ schnell die Motivation verloren. Ich habe das Lunar-Event 3 oder 4 Mal an einem Tag gemacht. Und dann habe ich jedes Mal dazwischen 3-4 Mal bin ich gegen den Moonlord gestorben. Und das killt einem halt einfach die Motivation, weil du kannst nicht üben, du kannst keinen Skill entwickeln gegen den Moonlord, weil nach 3-4 Versuchen musst du wieder eine Stunde was anderes machen. Das war mein Mini-Update. Wir sehen uns dann wohl in 5 Tagen, wenn ich weiterspiele. Bis dann. Da bin ich wieder. Heute ist der 16. Ich denke auch immer noch darüber nach, ob ich mir vielleicht das Summon-Item, um den Boss zu holen, cheate. Ganz viele davon, irgendwie 99 oder so davon. Weil das keine Gameplay-Challenge ist. Das nervt nur extrem. Ich möchte den Boss versuchen und ich möchte den Boss lernen. Aber wenn ich 3 Mal verkackt habe, den Boss, muss ich 1 Stunde lang irgendwas anderes Nerviges machen, bevor ich den Boss nochmal versuchen kann. Das ist einfach nur nervig. Ich verstehe auch nicht, wieso die sowas Nerviges für den Endboss gemacht haben. Es gibt keinen anderen Boss, der so schlimm ist. Es gibt ein paar Bosse, für die man länger farmen muss oder suchen muss, wie zum Beispiel Plantera oder die Wall of Flash. Aber es gibt keinen Boss, wofür man ein ganzes Event, wofür ich eine Stunde brauche mindestens, komplett machen muss, um dann 2-3 Mal versuchen zu können und dann muss man nochmal das Event machen. Und das finde ich so dumm, ich glaube ehrlich, damit ich überhaupt die Motivation herbekomme, cheate ich mir das Summon-Item für den Moonlord, damit ich den so oft versuchen kann, wie ich will, weil das nervt ja extrem. Ah, nice. Ich habe eine Schneekugel. Oh, ich kann tatsächlich jetzt anrufen. Ups. Das ist ja witzig, die können echt herkommen. Und die droppen Schnee. Das ist nicht notwendig gewesen.
Nice. Haben wir das Achievement auch. Also wenn ihr das hier seht, ist gerade Samstag der 17., 18., 19. Und bis zum Silvester, also bis zum Ende des 31., also bis zum 1. Januar um 0 Uhr, ist Weihnachten in-game. Das heißt, ihr könnt diese Geschenke sammeln. Das heißt, ihr könnt dieses Achievement machen, falls ihr das Achievement noch nicht habt. Das Achievement könnt ihr auch, ohne dass es Dezember ist, machen. Nämlich, wenn ihr die Frost Legion besiegt, ist für einen Tag Weihnachten und das heißt, für einen Ingame-Tag droppen Geschenke. Ein Ingame-Tag kann aber sein, dass das nicht genug ist. Also ihr müsst wahrscheinlich dann mehrere Frost Legions besiegen. Also jetzt ist die beste Chance, falls ihr dieses Achievement noch nicht habt, das Achievement nachzuholen. Dann war es das mit dieser Folge. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich mir das Summon-Item für den Moonot ercheaten. Nicht den Moonot selber, sondern nur das Summon-Item. 99 Mal oder so, ich weiß nicht, den ganzen Stack, weil mich das nervt. Es nervt einfach. Es ist keine Gameplay-Challenge, es ist nicht schwer, es dauert einfach nur lange, es fühlt sich an wie verschwendete Lebenszeit. Aber ich möchte gerne das Projekt beenden. Und bevor ich komplett demotiviert werde und das niemals beenden werde, cheate ich lieber mir das Summon-Item. Das finde ich ist okay. Ah, da ist er. Das war's. Perfekt. Katze. Oh, wie scheiße das übersetzt ist. Die haben Pet mit Haustier übersetzt, anstatt mit Streicheln. Ah. Okay, ich muss nicht mal was fangen. Oh, das ist die. Die hast irgendwas mit Garnele. Gut. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war auf jeden Fall keine Absicht. Der ist einfach gespawnt. Ah ja. Das war richtig close call. Das war richtig close call. Oh, wir haben getradet. Geh weg, wieso? Lass mich doch in Frieden. So. Oh. Ah, dieser Wurm. Wow, was war das denn auf einmal? Ja. Ja. Genau das wollte ich.
So, mein letzter Versuch für heute. Ich habe absolut keinen Bock mehr drauf, Alter. Das macht gar keinen Spaß, jedes Mal dieses lange Event zu machen für 2, 3 Versuche der Moonlord. Das macht gar keinen Spaß. Ich habe so schnell die Motivation verloren, weil ich hasse das Event. Das Event ist so langweilig. Also der Boss ist sehr schwer. Der ist wirklich, wirklich schwer. Er ist ungefähr so schwer wie Empress of Light tagsüber. Aber das wäre ja nicht das Problem, also nicht so ein schlimmes Problem, wenn es nicht 8 Jahre dauern würde, bis ich den nochmal versuchen kann. Ich muss jetzt wieder die Luna-Events machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Bock mehr. So, jetzt ist das chronologisch gesehen ein bisschen komisch. Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, wurde aufgenommen vor der Folge, wo ich gegen die Frost Legion gekämpft habe. Die Frost Legion Folge wurde hiernach aufgenommen. Der Rest von dieser Folge kam dann Mitte Januar, also ein paar Wochen nach dem Frost Legion Video. Wie ich gesagt habe, ich hatte wirklich die Motivation verloren. Das, was ihr bis jetzt gesehen habt, meine Moonlord-Versuche, die waren am 29. November. Und das nächste Mal, dass ich den Moonlord versucht habe, war am 13. Januar. Also 1,5 Monate hatte ich gar keinen Bock mehr, diesen Moonlord zu versuchen und generell Terraria zu spielen, außer die Frost Legion zwischendurch mal zu machen. So wenig Motivation hatte ich dafür. Aber was ich im Frost Legion Video auch gesagt habe, ab jetzt cheate ich mir die Summon-Items für den Moonlord. Ich muss immer noch den Moonlord schaffen, das ist immer noch schwer genug, aber ich muss wenigstens nicht mehr dieses scheiß Luna-Event machen, jedes Mal, wenn ich den Moonlord versuchen will. Ich habe mir, glaube ich, viel zu viel übrigens gecheatet. Ich habe mir, glaube ich, eine ganze Kiste voll, eine ganze Kiste voll mit Stacks von den Summon-Items gecheatet. Ja, am Ende habe ich nicht so viele gebraucht. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler. Ich habe nicht die ganze Kiste aufgebraucht. Wundert euch nicht, woher die ganzen Summon-Items herkommen. Ich habe nicht für die letzten 1,5 Monate das Luna-Event gemacht und den Moonlord dann einfach nicht gemacht, sondern ich habe die mir gecheatet. Also wer meine Rechtfertigung dafür nicht mitbekommen hat, erstens, ich habe komplett die Motivation verloren, den Moonlord zu bekämpfen, weil ich jedes Mal dafür dieses Event machen muss und es ist auch sehr schwer, besser zu werden gegen den Moonlord, Skills zu entwickeln gegen den Moonlord, wenn du den nur 3-mal versuchen kannst und dann musst du wieder eine Stunde warten. Ich finde ihn eigentlich ein bisschen einfacher als die Empress of Light tagsüber, aber die Empress of Light tagsüber war insgesamt viel machbarer, weil ich sie einfach hintereinander so oft wie ich wollte versuchen konnte. Und den Moonlord, dafür muss ich nach 2, 3 Versuchen 1 Stunde warten. So kann man keinen Skill entwickeln. Die Empress of Light habe ich irgendwie 40, 50 Mal versucht, aber hintereinander. Also ich konnte hintereinander back-to-back versuchen. 10, 15 Versuche hintereinander. So kann man üben. So kann man besser werden gegen den Fight. Aber wenn ich 2, 3 Mal versuche und dann eine Stunde warte, dann werde ich nicht besser. Außerdem, wenn ich mir die Summon-Item cheate, dann verliere ich keinen Schwierigkeitsgrad. Das Spiel wird nicht einfacher dadurch. Es wird nur weniger nervig. Das Luna-Event, das habe ich jetzt, keine Ahnung, 10 Mal gemacht oder so. Einfach nur noch nervig. Das ist nicht schwer oder so. Ich sterbe ein paar Mal meistens, aber es ist nicht schwer. Es ist einfach nur nervig. Ah, der Laser. Ja. Ich habe mir jetzt genau das Setup erfarmt, was jemand anderes hatte in einem Tutorial hier. Das ist das Setup übrigens. Seine Idee war es, der Sternschleier hat eine Chance, dass ich keinen Schaden nehme. Und falls ich doch Schaden nehme, dann machen die Sterne ein bisschen Schaden. Die machen nicht wirklich viel Schaden, aber die machen wenigstens ein bisschen Schaden. Und es verlängert die Unverwundbarkeit, nachdem ich getroffen wurde halt. Also praktisch die Ninja-Ausrüstung nur ein besser. Die himmlische Hülle, damit ich besser regge und so. Dann das Mythenamulett für bessere Lebensregeneration und damit ich schneller heilen kann. Das ist keine schlechte Idee. Ich habe auch schon öfters drüber nachgedacht, weil ich mich so oft heilen muss. Weil 25% weniger Abklingzeit ist echt gut. Dann der Schal und Papyrusgrab, ne, ganz normal, das hatte ich auch vorher. Jetzt kommen Sachen, die ich nicht bedacht habe. Die habe ich nicht bedacht und keiner hat mir das gesagt, auch nicht in den Kommentaren oder im Stream oder so, niemand. Keiner kam auf die Idee, dass das Pygmäen-Halsband hat die Fähigkeit, erhöht die maximale Anzahl der Günstigen um 1. Die nekromantische Schriftrolle hat die Fähigkeit, erhöht die maximale Anzahl der Günstigen um 1 und erhöht den Günstigschaden um 10%. Das heißt, das ist einfach besser als diese Halskette. Objektiv. Und die kann ich kombinieren mit dem Papyrusgrab. Und das letzte Accessoire, was im Video war, was ich vorher nicht hatte, ist das da. Gewährt Immunität gegen Rückstoß, dasselbe wie hier. Aber, was noch? 6 Abwehr statt 4 Abwehr. Wenn ich weniger als 50% Leben habe, kriege ich eine 25% Schadensreduktion. Das ist viel. Dieser Schal hat 17%. Das hier hat mehr als der Schal. Und ich habe den Schal noch an dazu. Also ich bekomme das doppelt. Das ist viel Schadensreduktion. Das ist wirklich viel. Der Nebeneffekt ist egal. Alles natürlich auf bedrohlich, also plus 4% Schaden.
Ah, wieso geht der in mich? Ja! Hä? Dieses Setup ist perfekt. Ich verlinke das Video 100%ig. Dieses Setup ist richtig geil. Oh, die Credits laufen. Aber das lief sehr gut. Das hat voll gut geklappt. Aber ich glaube, jetzt wo ich einen Lauf habe, töte ich erst nochmal den Moonlord. Ich will aber irgendwie die Credits nicht unterbrechen, weil wir sind endlich mit dem Spiel durch. Wenigstens mit dem Base Game. So, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir den Moonlord ein paar Mal mehr besiegen. Wir werden alle Achievements nachholen, die wir noch nicht gemacht haben. Und einfach die Welt abschließen. Es ist so gesehen das Postgame. Die nächste und somit letzte Folge von Terraria kommt am Sonntag, den 13.06. Meine Uploads sind normalerweise immer samstags. Warum jetzt Sonntag? Ganz einfach. Die allererste Folge Terraria, die allererste Folge von diesem Projekt kam am 13.06.2020. Deswegen dachte ich, es wäre sehr passend, wenn die letzte Folge am 13.06.2021 kommen würde. Genau ein Jahr, auf den Tag genau. So, wenn ihr die Folge hier seht, ist alles fertig aufgenommen. Ich muss nur noch die letzte Folge schneiden. Also wer sich spoilern will, wie immer ist in der Videobeschreibung die Playlist zu den Livestreams und dort könntet ihr euch schon mal die Livestreams angucken, die danach kamen. Das Interessante ist, dass ich den Moonlord gerade besiegt habe und was ich danach noch machen werde an dem Tag, habe ich gar nicht gestreamt. Das habe ich alles nur aufgenommen, ohne zu streamen. Das heißt, den einzigen Stream, den ihr habt, ist den von Mitte Mai, wo ich praktisch das Projekt abgeschlossen habe. Als Stream, als Spoiler habt ihr so gesehen nicht mal alles, weil die Hälfte der nächsten Folge habe ich gar nicht gestreamt. Ungefähr die Hälfte der nächsten Folge. Gut, dann wird es Zeit für die Quizrunde, die vorletzte Quizrunde. Wie oft bin ich denn diese Folge gestorben? Die Antwort ist 39. 39 Mal bin ich gestorben. Das war sehr schwer zu zählen, weil ich das so geschnitten habe, dass ich in richtig schnellen Bursts hintereinander 6-7 Mal sterbe. Damit sind wir bei der Gesamtzahl übrigens bei 250. Und wie viel Aufnahmezeit steckt in diesem Video? Die Antwort ist 7 Stunden. 7 Stunden ist echt wenig. Ich dachte viel, viel mehr. Das hat sich viel, viel mehr angefühlt. Okay, to be fair, in Real-Life-Zeit war das 1,5 Monate. Aber tatsächliche Spielzeit waren das nur 7 Stunden. Das geht voll. Ich dachte, das wäre viel, viel mehr gewesen. Das hat sich wirklich angefühlt, wie als hätte ich 20, 30 Stunden mich durchgequält, bis ich das erste Mal gegen den Moonlord gewonnen habe. Aber 7 Stunden geht voll. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Terraria Summoner Master Solo. Ich habe die Reihenfolge vertauscht, aber ist egal. Wenn ihr dieses Video seht, ist es genau ein Jahr her, dass die erste Folge kam. Der erste Stream ist dann wahrscheinlich ein bisschen länger her, aber es ist genau ein Jahr her, dass die erste Folge kam. Ich fand es sehr passend, dass die erste Folge und die letzte Folge am selben Datum kamen mit nur einem Jahr dazwischen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut die, weil sonst kommt das sehr, sehr out of context, was jetzt passiert. Ja. Sternstaubhelm, genau. Sternstaub, Brust, Sternstaub. Rosen. Kaum mehr Schaden, aber mehr Schaden. Und dieser Sternstaubtyp beschützt mich. Und mehr Günstlinge, glaube ich. 5 Stück. Im Gegensatz zu 4 Stück. Ja, jetzt kein ultra großer Unterschied, aber einfach besser. Das heißt, die einzigen Sachen, die mir übrig sind, sind alle restlichen Achievements zu machen. Gut, welche Achievements fehlen mir? Outlaw's Army, den Zenith bekommen, an einer explosiven Kiste sterben, den Terrarian bekommen, Prince Destroyer und Prime gleichzeitig, 15 Ways of Frostmoon. Das mit der Kiste machen wir jetzt, nehmen unseren Charakter, machen eine neue Welt. Gut, ich muss an dieser Kiste sterben für das Achievement. So, Achievement geschafft. Ich habe eine Idee, wie ich die Angler-Quest so schnell wie möglich bekomme. Nämlich nutze ich ein Exploit. Das bedeutet, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Charakteren dieselbe Angler-Quest abgeben könnte. Deswegen, was ich jetzt gerade mache, ist genau das. Nämlich, ich erstelle mir sehr viele Charaktere und mit den allen gehe ich in diese Welt rein, hole mir einmal den Fisch of Cthulhu zum Beispiel jetzt aus dieser Kiste raus und gebe die beim Angler ab. Damit sollte ich so pro Ingame-Tag bestimmt 20 Angler-Quests schaffen. Also in unter einer Stunde sollte ich die letzten 100 haben, die mir verbleiben. So, wir haben jetzt diese ganze Kiste voll. Also die Taktik ist folgende. Wir speichern beenden, Einzelspieler. Und dann habe ich hier zum Beispiel schon Fischer 1. Wir gehen dann in die Welt rein. Fischer 1 holt sich hier einen Fisch raus. Geht zum Angler, macht Quest, kriegt eine Belohnung, tut sich hier rein. Und dann lief der Einzelspieler. Neuer Charakter. Und dann habe ich hier zum Beispiel schon Fischer 2.
Gut, raus und so weiter. Ja, das hat eine ganze Stunde gedauert. Oh, eine ganze Stunde für 100 oder weniger als 100, sogar nur 96 Fische. 2 Ingame-Tage habe ich aber nur gebraucht, das ist richtig dumm. Der Rest ist einfach nur töte Bosse. Töte 3 Bosse zusammen, töte Frostboon, töte Aldrin's Army und die beiden sind einfach nur töte Moonlord. Erinnert ihr euch an den Timeskip von letzter Folge? Wie viel war das? 1,5 Monate? Ja, der nächste Timeskip ist ein bisschen länger. 4 Monate. Den letzten Clip, den ihr gerade gesehen habt mit den Angler-Quests, der war vom 15. Januar. Und als weiter, was ihr jetzt seht, der Rest der Folge ist vom 12. Mai. Das habe ich gestreamt. Alles außer einen kurzen 4-Minuten-Clip habe ich gestreamt. Also wenn ihr den Stream sehen wollt, der ist wie immer verlinkt. Deswegen wundert euch nicht, falls irgendwas anders ist. Es ist wirklich 4 Monate vergangen zwischen der Aufnahme gerade und der Aufnahme jetzt. Ich glaube, das ist die erste Aufnahme von Terraria in 1440p. Was passiert? Ist mein Mount gerade weggegangen? Habe ich gerade meinen Mount verloren? Ja, es ist wieder das passiert, was mir schon öfters passiert ist. Ich hatte zu viele Effekte. Und weil ich zu viele Effekte hatte, ist diesmal mein Mount weggegangen. Mein Mount ist abgehauen einfach, weil ich zu viele Effekte hatte. Fertige, sondern auch noch das Ding. Den Kristall. Und es könnte halt sein, dass der Kristall stirbt. So, was ich aber sagen muss ist, ich habe so oft gegen die gekämpft, dass ich 100% auswendig weiß, was ich machen muss. Ich muss nicht mal denken. Das ist über ein halbes Jahr her, dass ich gegen sie das letzte Mal gekämpft habe. Und trotzdem weiß ich zu 1000% auswendig, was ich machen muss. Das ist so ein komisches Gefühl. Jetzt soll ich vielleicht auch mal vernünftige Rüstung anziehen. Das ist mein Tod. Gut, der eine ist tot. Der andere ist tot. Der dritte ist tot. Gut. Ja, let's go einfach. Wie macht man das? Ah. Ich glaube, da hilft mir das am meisten. Also ersten Wellen sollen ja easy Clip sein. Ich brauche das Mana ja nicht mal. Ja, wann beginnt die? Achso, das steht im Countdown. Ach, die Fliegedinger, auf die muss ich aufpassen. Die bekommt er natürlich nicht so einfach.
Das ist so ein langsames Event. Also wenn ich hier verkacke, das dauert halt einfach so eine halbe Stunde oder so, bis ich wieder in Welle 10 bin oder 15. Ich weiß nicht mehr, was die Max-Welle ist. Das ist so slow. Ich muss ein bisschen aufpassen auf fliegende Gegner. Die können halt ganz einfach den Kristall zerstören, während ich nicht darauf achte. Irgendein Boss-ähnlicher Gegner. Achso, der Magier. So. Ja, das ist ein Full Tank. Ah, ich bin zu slow. Wieso bin ich so slow gerade gewesen? Ach, ich bin sticky. Toll, jetzt hat das Ding Schaden bekommen. Direkt das? Ah, das direkt. Okay. Alles gut. Keine Panik. Diese scheiß Uhr. Also diese Ogre-Full-Tanks sind ein bisschen nervig. Egal, direkt. Scheiß Ohr. Vor allem, wenn meine Schwerter gerade andere Gegner angreifen, ist das halt nervig. Ach, Betsy gibt's jetzt schon? Ich war nicht darauf vorbereitet, dass es Betsy schon gibt. Habe ich gewonnen?
Ich habe das noch nie gewonnen, glaube ich, das Event. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Frost Moon hinbekomme, einfach so. Aber ich habe 2 Versuche. Deswegen, Ich habe auch keine Ahnung, wie schwer der Frost Moon ist. Also bis jetzt wurde ich noch nicht getroffen. Das ist gut. Ah. Aua, das war der erste Hit. Ah! Es sind hier so viele Center, Leute. Oh, der sollte schwer sein. Also irgendwie. Aber die Musik ist voll geil von dem Event. Aua. Au. Was trifft mich? Achso, die Nadeln vom Baum. Ja, ich sollte ein bisschen mehr auf die Nadeln aufpassen, die machen echt viel Schaden. Aua. Ja, genau, ich sollte mir mal die Herzen nehmen, die auf dem Boden liegen. Das ist ein bisschen hilfreich. Au! What the fuck? Wenigstens habe ich ein Herz, weil ich krank. Ist das der von gerade noch? Nein, das ist ein neuer. Das tat weh. Das ist zu viel auf einmal. Das tut richtig weh. What the fuck? Habe ich es geschafft? Ich habe die Welle 15 erreicht. Achso, ich muss die Welle 15 gar nicht schaffen. Ich muss die nur erreichen. Welle 16? Gibt es unendlich Wellen? 5 Bonus-Waves. Achso, also ich bin fertig, aber es gibt theoretisch noch ein paar Waves. Gut, dann habe ich 2 Achievements nur noch übrig, ne? Ich habe gerade 3 Achievements mal eben gemacht und für die beiden muss ich die Muno töten. Ich will jetzt ein paar Versuche machen. Ich weiß, ich habe extra den Stream beendet, weil ich gesagt habe, yo, ich habe keine Lust, heute noch Versuche zu machen, aber irgendwie will ich es unbedingt versuchen. Ich habe mir gerade angeguckt, wie ich das gemacht habe damals und genauso versuche ich das nochmal. Ich habe das genau 1:1 dasselbe Setup. Ich habe mir die Tränke heute erfarmt, auch sogar Meeresküche. Boah, komm schon. Ich habe keine Minions mehr gehabt. Ich hatte keine Minions mehr. Ah, hier ist der Meteorit. Oh, nur noch 1. Nice. Das war mein zweiter Try hintereinander. Das ist doch jetzt ein Joke. Ich habe 2 Tries hintereinander den Moonlord geschafft, ja. Und zwar den ersten, nachdem ich den Stream beendet habe und den zweiten direkt, nachdem ich den Stream wieder gestartet habe. Und beim ersten Try habe ich das eine Item bekommen, was ich gebraucht habe. Und beim zweiten Try habe ich das zweite Item bekommen, was ich gebraucht habe. Das ist nicht wahr. Das ist nie im Leben wahr. Aber ich kann den Zenith craften. Ich bin darauf irgendwie nicht vorbereitet. Zenith.
Das ist so cool, das Schwert. Ich bin fertig mit dem Projekt. Es ist so spontan gewesen. 100% da. Ich habe alle Errungenschaften, auch die neuen. Das ist so spontan jetzt gewesen. Ich kann ja noch ein bisschen über das Projekt reden. Die Welt war sehr komisch. Ich habe diesmal sehr viele Sachen gemacht, die ich sonst nie gemacht habe, weil ich zu faul war. Wie zum Beispiel hier das Crimson eindämmen. Überall. Dass ich hier diese Tunnel bis zum Boden gegraben habe. So viele, so große. Achso, falls irgendjemand noch interessiert, was das Seed ist. Das hier ist das Seed. Ich pack den auch nochmal in die Beschreibung von diesem Video. Ich habe nicht beim Bestiary alles, oder? 90% nur. Ja, beim Bestiary würde mir theoretisch noch was fehlen. 26 ist sehr early. Das Bestiary füllen wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Arbeit. Was mir gefallen hat an der Welt war, ich habe sehr viel Hübsches gebaut. Das war das erste, was ich hübsch gebaut habe, in Anführungszeichen, glaube ich. Dass ich meine Farm als so Glasdom gemacht habe, als die Gewächshaus. Das sieht ganz hübsch aus. Dieses Schloss finde ich natürlich ultra geil. Also ich finde, da habe ich mich selber übertroffen. Dass ich keine Innendekoration gemacht habe, ist halt sehr sad. Und dass ich hier ein bisschen fauler war. Ansonsten, meine Anglerplätze haben mir gefallen. Also der Anglerplatz hat mir gefallen. Die anderen waren richtig wack eigentlich. Die Wall of Flash war eine Katastrophe. Die Mech-Bosse waren auch eine Katastrophe. Pantera ging, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere. Golem war schlimmer als jemals in meinem Leben. Der neue Boss, der war schrecklich. Also der war wirklich schlimm. Und der Moonrot war schlimm. Also der Moonrot war auch schrecklich. Ich habe ein paar AFK-Farms probiert. Hier habe ich Pumpkin Moon gefarmt. Lief ganz gut. Nicht perfekt. Dieses Hotel hat mich genervt, dass ich da nichts Vernünftiges gebaut habe. Aber naja, was soll man machen? Diese Farm war so bad. Die war so schrecklich. Einfach nur, weil man da so schwer reinkam. Also es war so schwer da reinzukommen. Hier habe ich auch eine AFK-Farm gefunden für den Nautilus. Das war nice. Dass ich die gefunden habe, finde ich nice. Dass ich auch selber drauf gekommen bin. Von der Challenge her, Only irgendeine Klasse ist immer komisch. Aber Only Summoner ist mit Abstand das Schwierigste. Die haben das in der 1.4.1 besser gemacht, soweit ich das sehe. Die Wall of Flash zum Beispiel, das sollte keine Katastrophe mehr sein. Nicht so, wie es bei mir war. Das Early Game, vor allem die Wall of Flash, aber generell das Early Game sollte besser sein. Mid- und Endgame sollte genauso schwer sein. Ja, keine Ahnung. Es war halt ultras Grindfest. Ich habe 120 Stunden mit diesem Charakter. Summoner hat sogar so Spaß gemacht. Das Problem, was an Summoner war, ist für mich, für Spaß her, die Peitsche durfte ich die meiste Zeit nicht benutzen. Also hatte ich eine richtig starke Waffe, die hat 424 Damage. Ich hatte eine richtig starke Waffe und ich durfte die meiste Zeit nicht benutzen. Also musste ich mich nur auf meine Summons verlassen und die KI von denen ist richtig shit. Die Summons waren meistens selber noch shit. Also nicht nur die KI war shit, sondern die Summons selber auch. Also den meisten Spaß hatte ich immer, wenn ich ein neues Summon bekommen habe und das zum ersten Mal ausprobiert habe. Oder wenn ich richtig strong war. Eines meiner Lieblingsdinge, die ich gemacht habe als Summoner ist, was ich jedem empfehlen kann, der einmal im Endgame ist sich irgendwo hinstellen, am besten, wo High-Level-Gegner sind und einfach stehen, weil die Summons beschützen dich. Ich kann einfach ins Inventar gehen, ich kann in AFK gehen. Wen interessiert's? Das ist eines der besten Gefühle als Summoner. Finde ich auch, dass ich ultra squishy bin. Also im Master-Modus ist das ja besonders schlimm, aber Summoner hat mit Abstand am wenigsten Armor. Guck mal, ich habe meinen Top-Tier Moonlord-Armor und ich habe 54 Armor. Was ist das? Das ist nix. Es ist so bad gewesen die ganze Zeit. Ich wurde von allem one-shottet. Ja, Summoner ist sehr shit in diesem Spiel. Also immer noch. Die haben Summoner so viel gebufft und so, das ist immer noch shit. Ich meine alleine, dass wenn ich zu viele Effekte habe, dass meine Summons verschwinden können, ist so dumm. Dass man nicht critten kann, ist dumm. Keine Ahnung, ich finde Summoners in dem Spiel einfach sehr schlecht implementiert. Das Projekt hat ein Jahr gedauert. Ja, ich bin gespannt auf die Statistiken. Ich werde ja nochmal zusammenzählen, wie oft ich insgesamt gestorben bin und wie viel Spielzeit ich insgesamt hatte. Das steht ja da. 113 Stunden. Ich habe mich richtig getrollt gefühlt, als die 1.4.1 mehr Achievements geaddet hat. Ich mache alle Achievements, ich bin fast fertig und dann enden die noch 15 oder so. Von dem Projekt her, muss ich sagen, war das nicht mein Favorite. Ich habe jetzt schon 2 Projekte gemacht, die ungefähr so sind, wie ich gerne Videos machen wollen würde. Videos und Streams. Nämlich Terraria und Dark Souls 3. Nur waren das die beiden Extremer, die ich nicht wollte. Ich möchte genau das Mittelding dazwischen. Bei Terraria habe ich fast alles gestreamt. Durchgehend alles. Außer wenn ich AFK war für ein paar Stunden und halt im Bett gelegen habe oder so, dann das habe ich halt nicht gestreamt. Aber sonst habe ich alles gestreamt. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich nicht streamen konnte, aber ich wollte aufnehmen. Dann habe ich nicht aufgenommen extra. Auf der anderen Seite, Dark Souls 3 habe ich einfach nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. Ich hätte gerne ein Zwischending. Weil man sieht ja auch den Vorteil von beidem. Dark Souls 3 und Terraria haben beide gleich viel Spielzeit gebraucht ungefähr. Aber Dark Souls 3 habe ich in ein paar Wochen fertig bekommen, komplett durchgespielt, die Videos dazu fertig gemacht in circa einem Monat. Und Terraria hat ein ganzes Jahr gedauert. Ich habe sehr, sehr oft nicht die Möglichkeit oder Motivation zu streamen, aber die Möglichkeit oder Motivation aufzunehmen. Das kommt oft vor. Sagen wir zum Beispiel, es ist relativ laut hier, es sind Gäste im Haus, solche Dinge. Da kann ich alle lauten Töne oder sowas immer rausschneiden, aber die kann ich nicht aus dem Stream entfernen. Deswegen könnte ich dann in diesen Situationen eher aufnehmen als streamen. Und aufnehmen braucht weniger Energie als streamen, weil wenn ich 20 Minuten in einer Aufnahme nichts sage, dann interessiert das keinen. Das schneide ich weg oder da schneide ich nur das Gameplay rein oder so. Aber wenn ich in einem Stream 20 Minuten nichts sage, dann schaut keiner mehr den Stream. Wenn ich sehr wenig Energie habe oder es sehr laut ist in meiner Umgebung, dann kann es sein, dass ich aufnehmen könnte, aber nicht streamen könnte. Und bei Terraria war dann das Problem, dass ich dann nichts gemacht habe. Ich wollte nicht aufnehmen, ohne zu streamen. Und bei Dark Souls 3 ging das dann halt viel schneller. Das Problem war nur, dass ich dann gar nichts gestreamt habe. Und ich würde schon gerne streamen, was ich tue. Deswegen muss ich dann ein Zwischending finden. Möchtest du vielleicht YouTube Tschüss sagen? Kannst ja nochmal winken oder so. Pisst euch, das ist gut. So, es ist Zeit für die letzte Quizrunde. Ich muss sagen, ich fand die Quizrunde ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich denke nicht. Also ich denke, das ist das letzte Mal.
mal, dass es eine Quizrunde gibt. Es hat mich beim Schneiden sehr eingeschränkt, weil ich halt wollte, dass man zählen kann, wie viele Tote ich hatte in der Folge. Habe ich jeden Tod reingeschnitten. Das kann extrem nervig und anstrengend sein. Erstens die Tote zu zählen, zweitens alle Tote reinzuschneiden. Das heißt, manchmal hat man eine 20-Minuten-Aufnahme, wo ich nichts sage. Die würde ich dann normalerweise sofort löschen. Aber nur wegen dieser Quizrunde habe ich die mir komplett angeguckt, um zu sehen, ob ich da drin ein paar Mal gestorben bin oder nicht. Also ja, ich würde die Quizrunde, glaube ich, nicht nochmal machen in irgendeinem Projekt. Aber zum letzten Mal frage ich, wie oft bin ich gestorben in dieser Folge? Die Antwort ist 35 Mal. Davon war einmal mit Absicht für das Achievement, aber egal, das zähle ich trotzdem mit. Wie oft bin ich insgesamt gestorben? 285 Mal und dann noch 9 Mal mit einem Journey-Mode-Charakter und sehr oft, während ich AFK war, was ich halt einfach übersehen habe. Ich meine, das eine Mal bin ich bestimmt 30-40 Mal gestorben, wo ich AFK war. Das eine Mal, weswegen ich aufgehört habe zu zählen. 285 Mal habe ich reingeschnitten, 9 Mal war mit Journey-Mode und dann bin ich noch ein paar Mal öfter AFK gestorben. Das ist eine interessante Bilanz. Circa 300 Mal gestorben in diesem ganzen Playthrough. Finde ich sehr interessant. Also es gab 4 Folgen, bei denen ich mit Abstand öfter gestorben bin als in anderen Folgen. Also in Folge 6 bin ich 41 Mal gestorben. Das ist Platz 2. Das war die Folge mit dem Dread Nautilus und den mechanischen Bossen. Dann 56 Mal in Folge 11. Folge 11 war nun mal auch die Folge mit der Empress of Light tagsüber. Das heißt, dass ich da am meisten gestorben bin, macht auch Sinn. Das hat sich auch so angefühlt und das werde ich auch nicht vergessen. 56 Mal bin ich gestorben bei dem einen in dieser Folge. Nicht alles an einem Boss. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht in der Folge, aber der Großteil davon auf jeden Fall an dem einen Boss. Ja, die 9 Mal Journey Mode waren ja, als ich die Wall of Flash versucht habe. Falls ihr nicht wisst, was ich meine und falls ihr nicht wisst, wieso ich das im Journey Mode gemacht habe, dann schaut euch nochmal einfach die Folge an. Wie viel Aufnahmezeit steckt in diesem Video? Die Antwort ist 5,5 Stunden ungefähr. Das geht, das ist okay. Ja, wie ihr gesehen habt, meine Spielzeit ist 113 Stunden mit dem Charakter. Dazu kommt noch ein bisschen Spielzeit mit dem einen Journey-Mode-Charakter und während ich die Angler-Quests gemacht habe, kommt noch mal eine Stunde dazu, die ich mit allen möglichen Charakteren verbracht habe. Und ich weiß halt nicht, ob da mitgezählt wird, wenn ich zum Beispiel rausgetappt bin und das Spiel so gesehen pausiert ist, das weiß ich nicht. Also circa 120 Stunden insgesamt. Ist von der Spielzeit her gar nicht mal so lange. Wie gesagt, für Dark Souls 300% habe ich genauso lange gebraucht. Es fühlt sich nur sehr viel länger an, weil erstens in dieser Terraria Challenge habe ich sehr oft viel länger am Stück Probleme gehabt und halt nicht gewusst, wie ich weiterkommen soll. Wirklich nicht. Es ging einfach kaum. Und ich habe sehr viel Zeit mit Dingen verbracht, die einfach mein Gehirn abgestumpft haben. Sowas wie Angeln. Angeln macht halt keinen Spaß, ist aber ultra wichtig. Und ich habe keinen Bock, bevor ich irgendwie 3-4 Bosse mache, eine halbe Stunde zu angeln. Ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das fühlt sich richtig schlimm an, so oft so viel zu angeln. Und dann denselben Boss immer wieder zu versuchen, das hat auch sehr viel Zeit gefressen und sehr viel an meiner Psyche genagt. Deswegen habe ich auch sehr oft keine Motivation gehabt, Terraria weiter zu spielen. Das und ich hatte keine Motivation zu streamen, deswegen schaffe ich sowas wie Dark Souls 3 120 Stunden in einem Monat und Terraria 120 Stunden schaffe ich in einem Jahr. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Ideen schon für die nächsten Projekte, für die nächsten Videos. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch das gesamte Projekt an. Falls ihr irgendwelche Stellen uncut sehen wollt, in der Beschreibung ist die Playlist verlinkt mit den Streams. Da könnt ihr zu jedem Stream skippen und einfach uncut gucken, was da passiert ist, was ich da gesagt habe. Seit dem letzten Mal, dass ich gespielt habe, haben die einfach Achievements hinzugefügt. Ich habe nicht mal 100%. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Das muss ich natürlich machen. Wir machen einfach auf meinem Charakter weiter. Hier einfach auf Weg, dem Summoner, auf der Summoner-Only Master-Welt. Wir bleiben natürlich bei der Challenge. Ich bekomme wahrscheinlich jetzt ein paar Achievements. Ja, guck mal. Ein paar Achievements bekomme ich jetzt einfach nur dadurch. Das allererste, was ich machen will, ist, ich habe herausgefunden, dass man im Chat /death eingeben kann. Kann man nicht? /death. Ich wurde 0 Mal getötet. Nice, Death. Okay, ich hatte gehofft, dass mir das anzeigt, wie oft ich gestorben bin, aber scheinbar nicht. Dass ich das gegenchecken kann. Einzelspieler, Sphärik und dann machen wir mal eine neue Welt. Die muss natürlich Master sein. Okay. Oh, hier ist es irgendwo. Hallo. So, und jetzt kann ich hier einfach irgendwie Items reinwerfen und irgendwelche Dinge passieren. Was ist das? Boostet dauerhaft die Lebensregeneration. Hä? Falle ich gerade da durch? What is happening? Ist das Absicht oder bin ich geglitscht? Okay, ich glaube, das war Absicht. Sehr weird. Los geht's, sollte ich so schaffen, ohne groß was zu machen. Warum ist der invincible? Warum ist der invincible? Er ist tot. Nice. Okay, einmal muss ich in der Welt mit einem Secret Seed starten. Sphärik. Neue Welt. Ich kann jetzt, glaube ich, den Seed sogar auswählen. Nein? Ich dachte, ich kann... Ah. Doch, machen wir hier so. Machen wir das. Okay.
Ja. Nice. Quad-Renndrohne. Oh, das Quad. So. Und dann los geht's. Reicht das so? Ja. Nice. 87%, das ist doch gar nicht so schlecht. Hardcore, Dead, erstellen. Dead. Neue Welt. Seed. Mark 10 und Constant. I guess. Okay, also alle Achievements zu holen, die jetzt neu dazugekommen sind, dauert echt viel länger, als ich dachte. Ich dachte jetzt, ich spiele hier irgendwie 2-3 Stunden. Vor allem, weil ich ja jetzt Maxed-Out-Charakter und Welt habe und dann passt das schon. Aber jetzt muss ich zum Beispiel schon auf einer neuen Welt, muss ich das Spiel nochmal durchspielen. Bottomless Shimmer Bucket. Nice, jetzt haben wir Shimmer in der Welt hier. Genau, wir können jetzt unseren Links reinwerfen, um den Terraformer zu bekommen. Weil wir hier den Moonlord schon besiegt haben. Nice. Oh, das Achievement war jetzt einfach. Ups, so. Oh, Volume 1 habe ich scheinbar schon gehabt. Nice. Ich kann einmal Folgendes versuchen. Seed. Zenith. Small. Master. Muss irgendwie sterben. Möglichst schnell. Ah, nein. Wie wenig Damage das macht. Aber ich kann den Slime-NPC töten damit. Okay, fast ist der Slime-NPC tot. Nein. Oh. Mann. Ja. Let's go. Slime Gun. Was ist, wenn ich Slime Gun in den Shimmer werfe? Shimmer Gun. Ja. Hier. Zack. Nice. Kann ich vielleicht so einfach craften? Kann ich einfach craften. Okay. Oh, und dann soll ich mit Sunglasses was machen? During the day. Achso, kein Ding. Ah, das habe ich jetzt auch. Okay. Coffin Minecart. Let's go. Zack. Das möchte ich einmal equippen. Und dann... Nice. Master, Small, Random. So, den werde ich jetzt erstmal sauber machen. Goldworm? Wo? Goldworm. Ich hab ihn. Nice. Hier habe ich jetzt circa eine Stunde damit verbracht, auf die Duriade zu warten. Und ich habe sogar einige Bosse getötet. Ich habe das Game sogar in Hard Mode gebracht, was komplett unnötig war und einfach nur mir viel mehr Arbeit gemacht hat. Housing is corrupted? Okay, ich verstehe nicht, was passiert. Weißt du was? Irgendwas stimmt nicht mit der Dryade, irgendwie spawnt die nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber sie spawnt nicht. Im Endeffekt war das einfach verbuggt, also die Dryade ist einfach durch den Bug nicht gespawnt. Und ich glaube, als ich das Spiel neu gestartet habe, ist sie dann einfach direkt erste Sekunde gespawnt. Siehst du? Okay, das war 100.000%ig war das einfach verbuggt. Okay, 5% Hello, 1% Crimson. So, was sagst du? Das war's? Das war's? Ich baue jetzt kurz eine Rod of Discord Farm. Drill Containment Unit. Da ist sie. Nice. Ja, damit ist das auf jeden Fall entspannter. Das ist ein Chaos Elemental auf jeden Fall. Okay, so, dann machen wir ein paar Uni-Sachen. Okay, also das kann auch eine Weile dauern, bis ich jetzt Rod of Discord bekomme. Zweiter Tag. Ich hab's. Es war gerade, ich bin gerade gejoint.
Wirklich gerade vor 2 Minuten. Und habe versucht, ein Aufnahmeproblem zu lösen, warum ich einen schwarzen Screen habe beim Aufnehmen. Und da ist es. Jetzt habe ich es nicht mal auf Video. Jetzt sieht das echt aus wie Cheating. Ich lasse das trotzdem über Nacht laufen. Einfach nur allein schon wegen den Goodiebags. Aber wie unglaublich stupid. Oh. Okay, ich gebe ein bisschen Kontext. Also, ich habe 2-3 Tage vor dem letzten Clip angefangen mit so einem Vampir-Achievement. Dort muss man das Vampir-Vanity-Set tragen und dann in der Sonne verbrennen. Das Vampir-Vanity-Set bekommt man nur in Goodie-Bags. Die bekommt man nur an Halloween. Und Halloween bekommt man nur nach dem Pumpkin Moon. Das habe ich dann hier einmal versucht. Aber das Halloween, was man nach dem Pumpkin Moon hat, ist so kurz. Man kriegt so wenig Goodie-Bags, dass ich einfach mein PC, also die Zeit auf meinem PC, auf den 31.12. gestellt habe. So, jetzt ist das Datum geändert. Ich hoffe, das macht mit dem OBS-Aufnahme nichts kaputt. Jetzt sind irgendwelche Zertifikate abgelaufen. Und jetzt über Nacht diese Road of Discord Farm laufen lasse. Guten Morgen. Oh, noch ein Road of Discord. Der lag auch einfach auf dem Boden. Der wurde nicht mal... der wurde nicht mal aufgehoben. Noch 2 Road of Discords. What? Okay, jetzt habe ich einige Road of Discord. Ja, gut, ja gut. 160 Goodiebags und ein paar liegen da noch auf dem Boden. Das hat mich ja voll erschrocken. Was war das? Wir suchen das Vampir-Set. Boah, ich habe jetzt schon wieder 60 von den Dingern aufgemacht und es nicht bekommen, ey, ne? Ich habe das Vampire-Set. Let's go. Alter, das waren über 100 Goodiebags auf jeden Fall. Puh. Und übrigens hätte ich meine Uhrzeit nicht umstellen müssen. Es gibt einen Secret Seed, wo immer Pumpkin Season ist und da hätte ich auch einfach farmen können. Das wusste ich natürlich nicht. Sonst hätte ich das ja auch einfach gemacht, aber jetzt habe ich meine Uhrzeit umgestellt und das die ganze Nacht laufen lassen. Den Secret Seed habe ich erst heute Morgen, als ich aufgewacht bin, gesehen. Hätte ich den gestern gesehen, hätte ich das natürlich nicht gemacht mit der Uhrzeit umstellen, aber naja. So, da haben wir das Achievement auch endlich. Meine Güte. Wie viele Chaos-Elemente habe ich jetzt eigentlich getötet? 1600. Okay. Ohne Kiste. Hey, ich hab sie. Nice. Yay, ich hab's. Shellphone. Let's go. Ja. Oh, fast hätte ich sie verpasst. Wo ist die Druide? Ist sie gerade tot oder was? Okay, weißt du, was ich aber machen kann? Die ist vielleicht gerade nicht da, aber ich weiß, dass die hier auf jeden Fall da ist. Deswegen, hallo. Purify. Was ist das denn? Ah, das ist der Friendly Bowler. Okay, erstmal gibt es eine 1/3 Chance, ob Stinkbugs, Garnix oder Butterflies spawnen. Wenn da Stinkbugs gewählt werden, gibt es nochmal eine 1/5 Chance, dass Stinkbugs doch nicht spawnen. Eigentlich müsste jeder 5. Tag in-game oder jedes 5. Mal die Welt laden Stinkbugs haben. Aber auch Schmetterlinge sehe ich richtig selten. Was ist das? Stinkbug! Wie brauche ich? 5 Stück? Uiuiui. Stinkbug, Stinkbug. It's Stinkbug Time. Hab die fast nicht erkannt, Alter. Waren so klein. Stinkbug Time. Stinkbugs. Yippie! Oh, yes. Boah, ist das annoying gewesen. Moin, gib mir mal das Geld und dann... Nice. Oh, ist das unglaublich nervig gewesen. Okay. So, Old Checking Chest. Ja, da sie. Ich hab sie. Klar. Da ist er.
Nice. Okay, das könnte ich haben. Irgendwo bei Useless oder so. Ah, habe ich sogar echt. Nice. Habe ich jetzt alle Slime? So, ich habe den. Den Elder habe ich. Cool, ist drin, okay. Dann Clumsy und Diva sind beide hier. Clumsy und Diva. Habe ich Nerdy gesehen? Ah, da unten. Das heißt, ich muss hier in diesem Biom irgendwo einen Mystic Frog finden. Das ist ja ridiculous. Da ist er. Yes! Holy shit. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Ich habe mich ja so giga erschrocken gerade. What the fuck, man? Holy, Alter, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, so habe ich mich erschrocken. Ich habe gar nicht erwartet, jetzt so einen Jumpscare-Sound zu bekommen. Alter. Ich glaube, die Ratte hat gerade ihr Leben FF't. Das ist ein Jumpscare. Dude. Das ist... Ja, Gänsehaut bekomme ich jedes Mal, Alter. Ratten. Ja! Next Critter sind die Ruby Diamond Squirrels. Oh! Ja! Nice! Baby. Ja. Oh, ja, endlich. Okay. Wenn ich jetzt Journey mache und sage, ich will lila Corruption, weil ich da mehr Bock drauf habe. Los geht's. 50% vom Journey Mode. Wenn ich das jetzt trashe. Hat das gezählt, okay. Wir sind natürlich trotzdem Summoner Master, deswegen passt das ganz gut, dass ich den Finch Stuff habe. Ja. Okay, also die Corruption ist ja insane gefährlich, wenn man keine vernünftigen Waffen hat. Zack. Nice. Jetzt sind wir endlich Max Life. Also nicht Max, aber schon mal decent weit. Platinum ist endlich done. Ja, Early Game Summoner ist immer noch echt kacke. Übrigens habe ich nach den ersten paar Stunden Spielzeit den God Mode angemacht, weil dieses eine einzelne Achievement sonst über 50 Stunden Spielzeit brauchen würde. Sehr lange gedauert hat es trotzdem. Ah, ich werde mit denen gegrabt. Ist ja interessant. So, Spawnrate 10-fach. Weil ja, die machen True Damage, aber die machen trotzdem nur 6, 7, 8 True Damage pro Hit. Ja, und so bin ich weiter durch das Spiel gekommen und habe sehr langsam den Journey Mode aufgefüllt. Auch mit God Mode und unendlichen Items durch das Journey Mode hat das einfach extrem lange gedauert. In dieser Session von der 12. bis zur 14. Spielstunde habe ich die gesamte Hard Mode Progression so schnell wie ich konnte durchgemacht und war trotzdem noch sehr weit von dem Achievement entfernt.
Hier ist der perfekte Crafting-Spot, an dem ich fast jeden Crafting-Table habe, mit Kisten voll mit Material, vor allem Blöcke, um so hunderte Möbel zu craften. Als ich damit durch war, bin ich durch die Welt geflogen und habe alles Mögliche abgebaut. Danach saß ich mich ans Angeln, weil es recht viele Fische, Questfische, Crates und Quest Rewards gibt. Danach habe ich mich daran gesetzt, alle Accessoires zu craften. Dann gingen mir langsam die Ideen aus, also wollte ich alle NPCs holen und deren Shops leer kaufen. Ja! 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 Das hat bestimmt 30 Stunden oder länger gedauert. Holy! 30 Stunden ist ein bisschen übertrieben, aber schreibt mal vielleicht euren Guess in die Kommentare. 24 Stunden Spielzeit, ziemlich genau auf über 2 Wochen verteilt. Das war echt anstrengend, aber jetzt haben wir nur noch eine Sache übrig. So, wir befinden uns im Final Stretch von dieser Reise. Ich habe, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, komplett einmal aufgestockt mit allem, was relevant ist. Also Summoning Potions 60 Stück, Life Force Potions nur 24, die sind halt echt anstrengend zu angeln. Eco Flasks 45 und ich kann noch viel mehr craften. 42 Regeneration Potions, ein bisschen Jungle Juice und ein bisschen Super Healing Potions. Es hat nicht ultra viel, hoffentlich reicht es für die schwersten Fights, die anderen werden das wohl nicht brauchen. Apple Pie habe ich ja noch über 50. Ich habe Alchemy Flask, Bewitching Table, Sharpening Station, obwohl ich nicht mal weiß, ob die was bringt. Slice of Cake und War Tables. Wrath Potions habe ich genug, Endurance Potions habe ich genug, Heartreach Potions, I guess, aber die werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Thorns Potions sind so useless gewesen, aber waren halt sehr günstig. Night Owl und Shine Potions auch waren einfach günstig. Iron Skin Potions habe ich über 60. Swiftness Potions sind beim AFK-Farm einfach über 40 Stück gedroppt. Regen Potions habe ich auch über 40. Ich habe mir ein anderes Loadout gemacht und ich habe mir mehrere Loadouts noch überlegt. Also das hier ist jetzt praktisch Full Offense. Alles hier hat Menacing und das geht nur auf Damage, außer Celestial Shell gibt mir ein bisschen Life Regen, aber ist halt auch hauptsächlich Damage-focused. Also das ist Damage und ein bisschen Defense. Die beiden sind Defense in dem Sinne, dass ich einfach keinen Schaden bekomme und bei Brain of Confusion kriege ich auch noch zusätzlich ein bisschen mehr Damage. Also das ist sehr, sehr Damage-focused mit nur ein bisschen Defense. Dann habe ich mir noch Gedanken gemacht für ein Defense-focused Bild, weil vielleicht, wenn ich über 100 Defense habe, vielleicht wenn ich so über 130 Defense bekomme, mal gucken, wäre das auf einer anderen Ebene einfacher der Fight und dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Dann würde ich einmal das Terra Prisma und den Dragon Staff halt ausprobieren. Also starten würde ich erstmal mit dem Full Damage Setup und dem Terra Prisma, weil mir das am meisten gefällt. Wenn das nichts wird, dann würde ich das erstmal mit dem Dragon Staff ausprobieren, anstatt dem Terra Prisma, weil ich halt öfters gehört habe, dass das beim Dude, Alter, was sind diese Geräusche die ganze Zeit? Das ist ja richtig anstrengend, Mann.
Okay. Dann würde ich den Dragon Staff benutzen anstatt das Terra Prisma, um einmal zu gucken, ob das mehr DPS hat. Ich habe nämlich öfters gehört, dass es bei Moonlord vor allem soll es einfach viel mehr DPS machen, wenn man den Dragon Staff nimmt anstatt das Terra Prisma. Das würde ich dann auch noch ausprobieren. Für Movement habe ich mir überlegt, man könnte den Witch's Broom zusammen mit dem Rod of Harmony nehmen und einfach so ein bisschen Rod of Harmony spammen. Das geht ja ziemlich weit. Eine andere Idee ist natürlich den Cute Fish Run mit Water Bubbles, aber ich habe, glaube ich, das Cute Fish Run Mount gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, als ich es gesucht habe. Die dritte Option, die ich im Sinn habe, ist das Starboard, weil das Starboard sehr, sehr schnell ist. Vor allem horizontal. Wäre das vielleicht auch noch eine gute Idee? Die 3 Optionen habe ich für Movement. Wir müssen den Moonlord mindestens einmal umbringen. Und zwar brauche ich seine Maske, die würde ich gerne in dem Playthrough holen. Und ich brauche noch seine Peitsche. Das wäre auch nochmal ein riesiger Damage-Upgrade, wenn ich nicht das Kaleidoskop hätte, sondern das, wie auch immer heißt die Waffe, Possession. Wenn ich das hätte, das wäre nochmal ein riesiges Damage-Upgrade. Sobald ich die Maske und Possession habe, würde ich halt nochmal zusehen, dass alle meine Buffs aufgestockt sind, weil ich nicht weiß, wie viele Tries das braucht. Wenn das nur 1, 2 Tries braucht, dann muss ich nichts tun. Wenn wir das haben, müssen wir nur noch die restlichen Achievements holen. Und die restlichen Achievements, deswegen mache ich das ganze Zeug, muss ich im Zenith Seed holen. Das hat ja den Legendary Difficulty, also theoretisch noch einen größeren Schwierigkeitsgrad als Master Mode. Wenn die 3 Achievements durch sind, können wir die Progression Speedrun, also Wall of Flash töten, die Queen Machine machen und dann bis zum Boulder Lords Speedrun und dann können wir diese riesige Folge, dieses riesige Projekt, das waren einige Stunden Spielzeit. Man sieht es hier jetzt in den letzten 2 Wochen 34 Stunden Spielzeit und ich mache das jetzt schon wieder länger als 2 Wochen. Also wieder unendlich viel Spielzeit dafür, einfach nur die letzten Achievements holen. Das können wir dann abschließen mit dem Moonlord, dem schwersten Boss, im schwersten Seed auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Puh. Okay. Ja, ich merke, meine Schwerter machen sehr wenig, wenn ich zu weit weg bin. Das ist halt nicht so cool. Aber wenn ich näher ran bin, kriege ich zu viel Damage, weil ich dann zu bad bin. Wow! Ah, scheiße. Oh. Ich würde mich gerne noch einmal heilen. Darf ich? Nein! Wie knapp! 11k. Die Schwerter haben tatsächlich ziemlich wenig gemacht, weil ich so weit weg war. Mit dem Strat geht das halt wirklich nicht. Ich habe meine Peitsche gar nicht benutzt. Das heißt, ich könnte schon mal das durch das Summoner Emblem wechseln. Okay, ich könnte versuchen, ihn in eine Richtung zu locken. Das wäre vielleicht besser, weil ich glaube, jedes Mal, wenn ich backtracke, ist das ein hohes Risiko. Komm schon. Wow. Och nö. Ich habe die meiste Zeit meinen Drache nicht gesehen. Und dann habe ich mich irgendwo hingeportet und da war da einfach am Chillen. Ich weiß nicht, ob der Drache so viel besser lief. Wo ist mein Drache? Wo ist mein Drache? Da ist er. Mach was, hallo. Drache, machst du auch was? Drache? Hallo? Mein guter Freund, Herr Drache. Warum machen Sie gar nichts mehr? Irgendwie macht bei dem Herz der Drache überhaupt gar nichts mehr. Ich kann einmal versuchen, ein Full Warding Setup aufzubauen. So, jetzt habe ich 80 Defense anstatt 49 hatte ich, glaube ich, vorher. Das ist nicht so viel mehr. Ja, also das kann man auf jeden Fall testen. Das könnte ganz gut laufen. Ich fand es ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Drache besser ist als das Terra Prisma, weil der Drache macht zum Beispiel gerade absolut gar nichts. Drache, mach was! What the hell, man? Okay, ich habe halt so viel besser gespielt, aber der Drache ist ja so scheiße, Mann. Ich hasse den. Generell ist das ein Muster mit Summoner. Ich hasse es halt, wie die Summoner-Waffen einfach nichts machen. Hätte ich eine Ranged-Waffe, könnte ich ihn ja abschießen. Oh, okay, ich hoffe, da drin ist jetzt Possession und die Maske. Weder noch. Das war ohne Buffs, ne? Das war noch ohne Buffs. Cool. Das war's? Das war nicht schlecht. Nichts von dem, was ich brauche. Boah, die machen schon viel mehr Damage, wenn die halt hitten. Das Problem ist, ich muss natürlich viel näher an ihm dran sein, damit die hitten. Aber die machen so viel mehr DPS. Okay. Jetzt kann ich mir wieder ein bisschen DPS gönnen. Nice. Ja, ist mit beidem doable. Ich verstehe schon, warum Leute sagen, dass da der Drache besser ist, weil der Drache hat eine längere Range. Ach man, ey. Ich krieg halt echt nicht, was ich brauche. Ah. Und Possession. Yibi. Hallo Bruder. Reforge. Possession. Oh.
Das ging schnell. Das macht halt auch insane viel DPS, das Ding. Und dann kann ich halt zum Beispiel den Kopf targeten. Boah, das macht schon krass viel DPS. Aber das ist halt auch viel gefährlicher. Okay. Das war ein sehr interessanter Spielstil auf jeden Fall. So. Okay. Ganz anderer Spielstil auf einmal. Geht so viel schneller. Meine Güte. Immer noch nicht die Maske. Mann! Ach, Defense, die ich gerade nicht hatte. Mal gucken, wie viel Unterschied das macht. Ich one-cycle fast ein Auge, Mann. Das ist schon krass. Okay, meine Buffs ein bisschen sind ausgelaufen. Das Auge in der Mitte ist gleich durch. Das Auge in der Mitte ist durch. Nice. Alles durch. Okay. Heilen. Aua. Crazy Damage. Das ist insane. Das ist crazy. 14%. Schade. Cool. Immer noch nicht die Maske. Mann, ist das nervig, diese scheiß Maske zu bekommen. Moondot Mask. Ja. Und der Rainbow Crystal Staff. Der ist sogar schon besser als der Lunar Portal Staff und verwirrt mich auch weniger. Neue Welt. Bitte eine smalle Welt auf dem Zenith Seed. Small, Master. Ja, wenn ich auf dem anderen Crimson habe, möchte ich hier Corruption haben. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Welt ist. Soll auch jetzt viel schwieriger sein noch als Master Mode. Ich weiß ja auch nicht, wer sich das gewünscht hat. Ich fand Master Mode ist schon so hart, dass ich überlegt habe, wenn ich das Spiel nochmal spiele, ob ich dann Master Mode mache oder vielleicht doch lieber bei Expert bleibe. Weil das ist mir einfach anstrengend hart. Ich habe auch die schwächste und meiner Meinung nach unspaßigste Klasse gewählt dafür. Deswegen könnte es auch daran liegen. Wir beginnen unser Legendary Summoner Only Playthrough. Und dann erkunden wir mal. Ich bin ja scheinbar in der Hölle gespawnt. Was ist denn, wenn ich nach unten grabe? Was gibt's da? Nichts ist da. Das habe ich nicht erwartet. Alright, man. Na gut. Sieht sehr cool aus hier. Ist natürlich auch interessant, von unten nach oben zu gehen. Sehr viel von diesem Glowing Moss. Tim. Oh. Okay, scheinbar ist der Kingslime jetzt da. Und scheinbar ist der Kingslime wieder gone. Ich habe ihn nicht gesehen, aber naja. Alter, wie viele von den Dingern sind denn hier überall, Mann? Ist ja langsam echt anstrengend. Okay, ich bin an der Oberfläche. So, ich krieg, glaube ich, ein Achievement, wenn ich jetzt noch hochfliege. Ach, ich krieg dann ein Achievement, weil ich dann sterbe. Das wusste ich nicht. Oh, Leute, cool. Das ist ja schön. So, Occam's Razor. Den kann ich wahrscheinlich noch... Ich wollte sagen, den kann ich wahrscheinlich noch nicht machen. Okay. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich bin absolut gar nicht darauf vorbereitet. Kann ich jetzt mich tippen? Ach. Boah, Alter. Boah, Alter. Alter. Gar nicht darauf vorbereitet. Einer von denen ist, glaube ich, schon tot. Ja, der ist schon tot. Ich dachte, dafür muss ich die Wall of Flash töten. Wieso kann ich das einfach machen?
Ich dachte, ich muss die One auf Flash getötet haben dafür. Ich war sowas von nicht darauf vorbereitet. Mann. Ich bin am Ocean. Hä? Wo ist denn das Dungeon? Das ist das Jungle-Tempel-Ding. Was ist das? Darf ich da hier rein? Ich habe ja den Schlüssel gar nicht. Ach, das ist... Hä? Das ist das Dungeon. Moin. Curse. So, genau die Dinger. Aua. Munor Torso, da ist es. Ach, ist das eine normale Kiste? Das ist ja cool. Weil normale Kisten brauche ich auch noch. Oh, yes! Nice! Hätten wir das auch schon. Cool, cool, cool. Das heißt, wir brauchen nur noch Rain of Boulders und den Moonlord. Und dann haben wir das Spiel durch. Geil. So, dann schlafe ich mal jetzt, bis so ein Regen kommt. Einfach nur kurz, dass die Welt in Hardmode ist. Dann schlafe ich mal ein bisschen, dass Zeit vergeht. Dann spawnen noch mehr Plantera-Bulbs. Ja, nach ein paar Stunden AFK ist mir aufgefallen, dass der Boulder Rain gar nicht im Zenith Seed auftritt, sondern nur in einer anderen Seed-Kombination. Wir haben endlich das Boulder Rain Achievement. Ich habe nicht gecheckt, dass im Wiki steht, dass man das auf Welten, wo Remix enthalten ist, nicht bekommen kann. Natürlich sind wir gerade auf einer Welt, wo Remix enthalten ist. So, She Dead. Das war sehr viel trivialer, als ich dachte. Es ist so unglaublich schwer, irgendwas zu sehen hier, ne? Ich sehe den Golem gar nicht. Ich sehe ihn nicht. I guess er ist tot. Ich habe nichts gesehen, Mann. Also, keine Ahnung, wir versuchen es einfach. Ich habe jetzt nur einen mitgenommen. Ich habe die falschen Heil-Potions, glaube ich. Ich glaube, ich habe die nicht geupdatet. Aua. Ich habe das auch auf jeden Fall nicht geupdatet. Okay, mein Setup ist, mein Loadout ist nicht perfekt. Das ist echt ungeil. Okay, das war ein furchtbares Loadout. So. Au. Fängt ja schon richtig scheiße an. Au. Okay. Ich bin in der letzten Phase. Es ist echt anstrengend. Ich würde gerne in die Richtung fliegen, wenn es geht. Aua. Boah. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ja. Oh, endlich ist es vorbei. Endlich ist es vorbei. Wenn ich jetzt nicht aufgenommen hätte, hätte ich mich so geärgert. Oh, ich habe alle Achievements wieder. Das war so viel anstrengender, als ich dachte. Ich dachte echt, das ist so viel simpler, ne? Ich dachte so, ja gut, was werden die für Achievements geaddet haben? Das meiste davon werde ich eh haben, wird ja kein Problem sein. Aber holy shit, waren diese Dinge anstrengend. Endlich ist es vorbei. Es ist vorbei. 42 Stunden played in den letzten 2 Wochen und in den 2 Wochen davor habe ich auch nochmal so 20, 30, 40 Stunden gespielt. Echt anstrengend, also wirklich anstrengend. Als Review zu der Challenge, Master Mode ist schon ein bisschen hart, aber die Frage ist, wie viel davon ist einfach nur, weil ich die schlechteste Klasse spiele. Also wie viel einfacher wäre Master Mode, wenn ich jetzt Melee oder Ranged spielen würde oder auch Magic, also sogar Magic wird wahrscheinlich einfacher als Summoner. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Also ich bin mir halt sehr unsicher, wie viel von diesem Struggle einfach nur durch Summoner kommt und wie viel vom Master Mode selber kommt. Weil ich glaube, Summoner ist halt
richtig schlechte Klasse. Also nicht auf einem Level wie die anderen 3 Klassen. Ich finde, Melee und Ranger sind schon auf einer Ebene viel höher vom Damage und Defense, weil Ranger hat die zweithöchste Defense und du bist halt Full Range und du kannst perfekt zielen. Melee musst du halt näher rangehen, aber dafür hast du mit Abstand die meiste Defense und sehr, sehr guten Damage. Magic ist da schon ein bisschen schwächer. Du hast halt weniger Defense als Ranged und je nachdem, in welchem Stadium du bist, hast du auch weniger Damage als Ranged. Nicht so viel weniger, das ist nicht so schlimm. Und Summoner ist halt einfach in jedem Aspekt schlechter. Du hast die wenigste Defense mit Abstand, kannst nicht kontrollieren, wo dein Damage hingeht. Das heißt, meistens müssen die Gegner recht nah bei dir sein, so Melee-Range, aber du hast halt nicht die Defense von Melee, weil du kannst offscreen sehr, sehr schwer nur Gegner umbringen, weil du kannst nicht zielen. Also wirklich, Summoner ist einfach die schlechteste Klasse, weil du nicht kontrollieren kannst, wo dein Damage hingeht. Mit allen 3 anderen Klassen könntest du offscreen jemanden umbringen, der hier ist. Mit Summoner geht das nicht. Mit Summoner-Spielen waren wirklich teilweise in vielen Aspekten des Spiels eine Tortur und nicht schwer im erfüllenden Sinne, dass ich das Gefühl habe, ich habe Skill gegaint, sondern ganz oft ist das einfach, hatte ich Glück, haben meine Summons sich entschieden anzugreifen. Manchmal haben sich meine Summons einfach nicht entschieden anzugreifen, obwohl der Moonlord in Range ist. Also es kam mir sehr, sehr viel wie Glück vor. Das ist wahrscheinlich das letzte pur deutsche Video auf meinem Kanal. Das heißt nicht, dass ich keine deutschen Videos mache, erstmal bevor ihr jetzt komplett deabonniert und alles wegklickt. Was ich halt jetzt seit dem letzten Video mache und halt auch jetzt demnächst vorhabe, ist, alle meine Videos, die ich halt eigentlich auf Englisch produziere, mit einem deutschen Audiotrack zu versehen. Und anders als ihr das von manchen YouTubern kennt, werde ich da nicht irgendwie diese KI-Generierung von YouTube benutzen, die automatische. Ich werde auch nicht selber irgendwie eine KI trainieren und generieren, sondern ich werde für jedes Video einen deutschen Audiotrack selber aufnehmen. Mit meiner Stimme, mit meinem Skript. Das wird von mir übersetzt sein, das werden meine eigenen Worte sein, das wird meine eigene Stimme sein, die nicht irgendwie KI oder synthetisiert ist. Und so habe ich vor, das in Zukunft zu machen. Ich kann aber actually einmal Death reinschreiben. 176 times. Ich weiß jetzt nicht, ob das insgesamt ist. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Auch wenn ihr englische Audio von mir hört, in egal welchem Video, dann klickt immer erst rechts unten auf Audiotracks und schaut mal nach, ob ich eine deutsche rausgebracht habe. Einen deutschen Audiotrack sollte normalerweise immer der Fall sein. Ab jetzt. Also ab dem letzten Video sogar schon. Genau, das war's von mir. Dann beende ich endlich mal wirklich und ciao, Leute.